Okay. So, hallo, schönen guten Tag. Wir schauen uns heute mal das Gamescom Live-Event an. Hat hier auch schon mit so einer Pre-Show begonnen, da ist wahrscheinlich nicht so ganz interessanter Kram. Also Fan und Twisty quatschen ein bisschen mit und wir schauen einfach mal, was da so abgeht. Hallo. Hey, hey. Grüß dich. Ey, das sieht nach genau meinem Spiel aus, das da gerade läuft. Hätte ich schon mal Bock drauf. Ein richtig geiles Anime-Game mal wieder. Anime-Game, Ja, ich feier sowas. Ich habe auch Code Vein oder sowas ultra gerne gespielt. Oder Fairy Tail oder One Piece. Aber wenn das Geiles rauskommt, bin ich da... Wäre ich da gerne dabei. Ich bin extrem leise. Okay. Das sehe ich, Twisty. Machen wir es mal so. Und hallo ihr alle im Chat. Hallo. Hallo, hallo. Könnt ihr mal kurz in den Chat reinschreiben? Ist irgendwas Cooles für das Event hier angekündigt an Games? Weiß es jemand? Schreibt mal gerne in den Chat rein. Also ich weiß nicht, nur Cyberpunk, glaube ich, soll was kommen, aber ich hoffe nicht, dass es wieder verschoben wird auf 21, aber man kann natürlich nichts sicher sagen. Hab's jetzt Tombie auch schon gesagt, Luca. War ich auch sehr enttäuscht. Ich verstehe das nicht. Warum schreiben jetzt so viele Leute in den Chat rein? Season 4, Marvel, Tombie, jetzt gibt's hier die Avengers. Tombie hat es doch eben 2 Stunden gespielt. Gamescom Awards for Best PC Game, Best PlayStation Game. Ja. Als ob Tombie jetzt diese 2 Stunden Fortnite gespielt hat und es einfach nicht mitbekommen hatte, dass das ein Tutorial und sowas darum hat einfach nicht mitbekommen. Der war so vertieft in seinen Sith Trooper hier wohl gespielt hat. Wahrscheinlich. Kannst du nicht ausdenken. Ratchet und Clank und Cyberpunk sollen kommen. Okay, das hört sich gut an. The game next that we're going to see is called Quantum Error. And parents, mal let me gucken. warn you now. It's time to put the kids to bed. Because it's about to get scary as hell in here. Nalle Fabi. I don't care if you're in the Western Hemisphere and it is the afternoon. Put the kids to bed. Ich hab's durchgespielt schon, LH. Und nicht on-stream. Oh, was ist das denn, ey? Finally, we did it. Sieht mir auch so Doom, oder? Kann sein, Aber das ist glaube ich, nicht Doom. Das sehe ich Tombie Sonntagabend 20 Uhr. Boah, bestimmt, ey. Boah, Ja, das ist widerlich, Alter. das ist eher irgendwie, glaube ich, nicht gruselig, sondern eher... Actionreich, glaube ich, eher. eher halt Gore-mäßig. Ja. Vielleicht könnte das ja Koop spielen. Ja, ja. We can control them now. Ah, wie der einfach weggezogen wurde, Alter. Wo spielst du dann Feuerwehrmann Sam dann, wenn der mit so einem Bolzenschneider hat? Ja. Einfach Feuerwehrmann Sam. Tja. Oh, das ist das Dead Space 4. Nee. Das wäre ja richtig lustig. Sowas kommt nicht mehr. Humanity's reach will be infinite. Quantum Error. Quantum Error. Okay, habe ich noch nicht, kenne ich nicht. Hey, Schalke. Ja, bis jetzt hauen die gut Trailer raus einfach. Exclusive trailers to go, more pre-show Noch ein bisschen to go, Quatschen interview with nebenbei. Jeff Keighley. Next up, we have a car brand synonymous with racing and innovation and a key partner of Gamescom for years, Ford. They're about to exclusively reveal the first ever car made with gamers for gamers. Check it out. Moin, Sensei. Ford knows racing. In 2019, we brought our love of racing to gaming and Team Fordzilla was born. And that was just the beginning. In May, we launched Project P1 to design a car in collaboration with gamers for gaming. This project was a global first and our designers let their imagination go wild. So on to our first global announcement. Please welcome our first ever Team Fordzilla Project P1 model. Okay. Sieht aus wie der neue Mercedes da.
Meint ihr, eines Tages kommt der Tag, wo du wirklich mal solche Autos auf der Straße fahren kannst? Nee, ich glaube nicht. Wie willst du denn da auch fahren? Man kommt eine irgendwie Bodenwelle und die haut das ganze Unterdeck haut sie einfach mal weg. We are now committing to make a real world version of Das ist ein silbernes Batmobil-Chem, ja. If I didn't have games, I guess I would just be writing a lot more. Video games and writing are absolutely my two favorite passions, and I just managed to combine them into a job. So I feel like, honestly, I probably would have finished a couple of books. If there was no game, what else would I do? I mean, I like tech, but you need to do things on the technology. And so if I can't play things, if I wasn't in the game, Ja, Fabi. yeah, it'll be a lot of TV watching. If there's out there a universe where I'm not a gamer, then I probably would start to game. I think I will try something to put some smile on the face of everyone. I would watch a lot more movies. Mir Erik gefallen die Pizzen jetzt wieder dabei. Books. And get bored. Welcome back to the Opening Night Live pre-show. This is conventional. So to tell us what to expect from the show this year, please welcome Jeff Keighley. We are now joined by Jeff Keighley, host and executive producer of Opening Night Live. How you doing, Jeff? I'm doing great, Kyle. How are you? I'm doing okay. So back in April, Gamescom said we're going digital this year. When did you start thinking about O&L and how that's going to look? Well, we knew last year we were going to do another O&L this year because it was a big success. But yeah, we had no idea what format it was going to take. Normally we are in Cologne. This year we're doing it from Los Angeles. But actually, Gamescom came to me and said, we definitely want to do O&L. It's a digital event for the whole world. So even if we don't have something physically in Germany, we still want to do this show with you. And I said I was doing Summer Game Fest, and maybe we can bring all these things together to create this grand finale for the show. And all summer I was really hoping to do a show that was a little bit bigger than I've been, broadcasting from home here for many months. And I wanted to do something with kind of a set and a little bit of spectacle to it, and bring the whole industry together. And that's what we're going to do. So is it going to be just as long as a regular Ja, okay, jetzt wo die so quatschen, was erwartet ihr denn so im Chat für Spiele oder was erhofft ihr euch denn für Spiele? Habt ihr da irgendwelche Dinger, wo ihr sagt, ja Mann, da wäre ein Trailer ganz cool? Oder auch ihr beiden hier. Bane will Cyberpunk sehen. Ja, ich würde auch irgendwie vielleicht tatsächlich auch irgendwie mal ein paar Infos zu Lego Star Wars, wann jetzt genau das Spiel rauskommt. Weil da weiß man ja irgendwie gar nichts zu. Da gibt es auch schon wieder Gerüchte, dass es verschoben wird. Oder ziemlich wahrscheinlich, dass es auf 2021 verschoben wird. Echt jetzt? Gibt's Gerüchte schon? Oh nee. Oh, da ist Season 2. Auch, Entschuldigung. Ja. Ich gucke nur im Chat. Overwatch 2, Tomb Raider. Bugsnacks, ja, natürlich. Nee, sag ruhig, Fan. Goodbye Volcano High. Ja, safe. Banger. Und wo ich mir auf, ja gut, weil einfach die Trailer können sie halt einfach das neue Call of Duty. Ja. Aber das stimmt, ja. Echt. Trailer sind der Meister drin, das haben sie durchgespielt. Ist echt so, da können sie alle hypen, die alten Hasen und die Neulinge. Und wenn du dann die Beta wird jeder wieder spielen, weil richtig alles Hype drauf, und sobald das Spiel rauskommt, ist scheiße. Auch was zu Ghostwire Tokyo fände ich auch cool, Stefan. Das wäre auch cool, ja, stimmt. GTA 6, ja, das kommt nicht. Nee, BQ Bowie. Nee, Fallen Order 2 kommt da nicht. Spider-Man, das kann sein. Spider-Man. Gar nicht. Nee, bis jetzt noch nicht, Saskia. Vielleicht auch ein paar Indie-Spiele, vielleicht die man so jetzt noch nicht auf dem Schirm hat, die aber geil sein könnten. Wo Goodbye Volcano High. Ja, und Bugsnacks. Ja, Resident Evil 8 wäre auch cool. Ah, das wäre auch nicht schlecht, ja. Horizon wäre auch cool, Tulmi. Oder Halo vielleicht nochmal, aber ich glaube Halo eher nicht so. Der Batarang von dem einen im Hintergrund ist ja richtig cool. Hat sich coole Wohnung gebaut. Ah, links steht auch irgendwas, irgendeine Statue.
Der Apex Legends kommt was. Obwohl da jetzt erst die Season rausgekommen ist. Far Cry? Ja, Far Cry könnte ich mir auch vorstellen. Oh mein Gott, vielleicht kommt ja das neue Season-Event. Bitte, Twissi? Welches Spiel hast du gerade gemeint? Far Cry? Nee, davor. Apex. Achso. Hitman, ja, Hitman kann ich mir auch vorstellen. Ist es neu oder was? Apex, ja, komm, vor 3 Wochen oder so kommt's raus. Okay, jetzt kommt nochmal irgendein Trailer, mal gucken. Dirt ist doch auch, glaube ich, so. Die kenne ich noch von früher, wo man ja auch genauso Parcours oder irgendwas bauen konnte. Aber war das für mich früher nicht mit Motocross? Ja, ich glaube auch schon mit Autos. Echt, okay. Gab's da nicht auch ein krasses Schadensmodell oder so? Ich weiß nicht, ich habe Dirt nie gespielt. Boah, Tombie, die kannst du dir dann deine krassen Strecken bauen und die Community fahren lassen. Mhm. Sieht auf jeden Fall witzig aus, ne? Ja, nichts für mich, aber ganz witzig sieht's aus. Nee, auch nicht meins. Mehr als Watch Dogs wäre noch cool, oh ja. 16. Oktober kommt das schon. Okay. Swarm. So you think like a vampire bit a car and sucked out Du gas? bist noch ein Stück vor mir, aber ich muss nochmal neu laden. It is now time for the part of the pre-show that I've been reading your live comments. I see them right now. Everybody's blowing up, demanding Kyle's 10 reasons to be excited for opening night live. Ich irgendwie nicht. Well, let's kick it off. Reason number 10 to be excited for opening night live 2020, feeling excited for next gen again. Number 9, Jeff Keighley wardrobe reveal. Number 8 reason to be excited for opening night live 2020, Destiny trailers are usually pretty good. Number 7, it will mean this pre-show is finally over. Number 6, Call of Duty Black Ops Cold War. Number 5 reason to be excited for ONL 2020, Shadow Drops. Ja, komm ran, Critics. Hallo, Moa. Number 4, Oh, nicht The Critics. Fall Guys Season 2. Ich weiß Number nicht, er hat 3 wieder reason to be geschlafen bis excited jetzt for gerade. ONL 2020, actual gameplay from a mysterious PlayStation 5 exclusive. Ooh. Number 2, everything else in my life sucks right now. And the number 1 reason to be excited for opening night live 2020, Jeff Keighley said it's gonna be good. We have one final world premiere trailer to show off, and this trailer is an announcement. Du siehst jetzt schon den Trailer, oder was? Switch Ich version sehe jetzt die Dinosaurier. Bei mir labert er noch. Ja, bei mir labert er. Wie weit vorne bist du denn? Hab ich noch 1,40, warte mal, jetzt 1,40. Oh. Ja, ich bin so bei wie Twisty. Nee, also ich bin bei Jurassic. Über was guckst du? Über Twitch. You think that things are gonna turn out Ja, ich hab YouTube. Kannst du mal den Link schicken, dann gucke ich auch darüber. Well, the ones before you did too. Because they believed that they were in control. And control, well, here's the thing. Humanity is desperate for it. We are seduced by it. But we never Das Spiel really gibt's schon, oder was? Also auf einer anderen Plattform. Es gab doch irgend so einen Park-Simulator davon, oder? Ich würde einfach nur den Tyrannosaurus Rex auf die Menschen loslassen. And what makes us such unique creatures is knowing the power of what we're up against and still believing that we can win. Was, Pepper, lass mich doch. Das waren 6 Sekunden. Immer dieser Pepper. Kommt hier nur einer zu Flame.
Me. I should thank you actually Immer das for Gleiche mit dem with my Pepper. nonsense for the last 20 Ich sag's dir minutes. so, It wie is es ist. Jetzt guck appreciated, ich auf but Twitch. seriously, enjoy the show. Ich nicht. Ja, keine Lust, dass Penny immer rumspoilert. So what's the plan? Time to take control of our world. When we das feel hart out of bei mir. place, disconnected, Was soll denn das? and divided, There are always repercussions. do we have what it takes? All right, I've got Assassin's Creed, glaube ich, kommt. Valorant irgendwas. Tonight, we Aber auf jeden bring Fall der the world Doom-Typ. together. Doom war auch da. Celebrate who we Ah, are Gears kommt auch, okay. It's humanity's chance to repent. and what we are. Ja, es war Ghost of Tsushima, okay, nee. The future of gaming. Welcome to Gamescom. Opening Night Live. Das sind dann ältere Dinge, glaube ich. Hello, everyone. I'm Jeff Keighley, and welcome to Gamescom Opening Night Live 2020. Now, this year, Gamescom is, of course, a little different than normal, and I hope all of you and your families are safe and healthy at home. In 2020, games have comforted and connected us more than ever. And with the launch of PlayStation 5 and Xbox Series X later this year, games are only going to get better. Well, all summer, I was hopeful we could get to this very moment, a big live showcase filled with more than 35 games to kick off Gamescom 2020. Tonight, you'll get a first look at Fall Guys Season 2 and an extended gameplay demo of Ratchet & Clank Rift Apart for PlayStation 5. Plus, we might have a couple surprises along the way, too. But before we start, I want to acknowledge and thank all the game developers, marketers, and publishers who have worked under challenging circumstances to keep us entertained. This show is nothing without them or my production team, and doing a show at this scale safely is not easy, especially when all of you at home have some pretty insane expectations. I hope tonight reminds you why you love to play games. And with that, we're going to move on to our first game with a game that was just announced yesterday, Call of Duty Black Ops Cold War. And joining me is Dan Vondrack from Raven to tell us about the game and give you an exclusive sneak peek. Na, mal sehen, ob wir alle gehypt Dan, sind how you danach. doing? Direkt vorbestellen. Good, Jeff. Thanks for having me here. This has been a dream project for us to work on from nearly the beginning of development. We knew Black Ops Cold War was going to be a direct sequel to Black Ops 1, and we loved the idea of returning to the pillars built the Black Ops franchise: deniable operations, conspiracy grounded in history, and that shadowy world of paranoia. And we get to mix all those together, drop the player into the 1980s at the height of the Cold War, and it's really something that we know would feel relevant to today and also uniquely Black Ops. Well, you start playing with Black Ops, everyone wants to know characters. We saw yesterday in the reveal trailers, some familiar faces. So, Woods, Mason, break it down. How does this fit into the Black Ops canon? You said it's a direct sequel, so are we going to see a lot of familiar faces? Yeah, part of the fun in making this game was bringing back the iconic characters like Woods and Hudson and Mason and seeing how all those personalities mix with some of the new characters. So the campaign takes place in 1981, and we love that we've been able to have so many connections to the original Black Ops and really be that direct sequel to the game. Now, one thing that I'm really excited about this is you're pushing the storytelling in kind of a new direction with some branches and some options about how you play through the campaign. Can you maybe walk us through your thinking there? Yeah, one of the driving forces from early in development was to say, let's take this Black Ops thrill ride and infuse it with some player choice and some player freedom, anything we can do to give the player a little more ownership over their experience. So that starts with allowing the player to create their own character for the Cold War campaign. They can name them and pick a military background and really pretend they are that Black Ops soldier that they want to be. From there, we wanted to take some of our missions and infuse optional objectives, multiple paths, and some player choice moments inside some of those missions. And it was fun to find that balance between the hard-driving Call of Duty action and these more non-linear experiences inside some of the missions. So with choice comes the player wanting to feel that impact. So some of those choices earlier in the game and some towards the end will actually shape the ending of the narrative of the campaign. All right, so multiple endings to this game. Glaube ich auch nicht. Yeah, absolutely. Also so wie sie jetzt beschreibt, zumindest von der Mission her. We love that Black Ops has always been willing to take risks, and we all know they did some of this in Black Ops 2, and with our story and with these features, we loved paying homage to those early Black Ops games.
Oh, yeah, I remember the numbers. All right. Well, Dan, we are excited to see more of it. I know multiplayer reveal is coming in September, but since you got a Switch there, maybe you could flip the switch on something exclusive for us. Right? What are you going to show us? Yeah, absolutely. This is really exciting because this will be the first time we've done this outside the walls of the development studio. This is a scene from earlier in the game, and it's a critical point that really shows the narrative of the world, shows this threat that heroes are going to be battling. So let's take a look. Ja, ich guck auch mal sonst. Jetzt geht's gerade wieder. Ja, ich weiß, was du meinst, war bei mir auch. 1943. Jetzt gehen wir zu YouTube. Detailed information from the Manhattan Project was stolen from Los Alamos by the Russian spy known as Perseus. 1968. Vietnam War. Viet Cong soldiers orchestrated by Perseus attempted to steal an American-made nuclear bomb from a U.S. firebase. 5 days ago, while on a mission, we acquired intel that Perseus is in play. Ich muss halt sagen, mich juckt irgendwie die Singleplayer-Kampagne so gar nicht. Ich glaube, die letzte, die ich von COD gespielt habe, war bei MW3. Das war eigentlich ganz cool, aber so richtig so ein Kaufgrund. Die waren auch immer so kurz, die Singleplayer-Kampagnen bei COD, finde ich. Es geht ja um den Multiplayer in dem Spiel. Ja, aber den sieht man ja jetzt noch nicht. Das ist doch irgendein Präsident da gewesen. Was ist denn das? General Haig. Ja, ist ein General. Suited to respond to that. Gucken wir mal auf YouTube. CIA clandestine special officer Russell Adler. He's one of the few people who even come close to capturing Perseus. Mr. Adler, why should we take this Perseus threat seriously? You don't have to, sir. Yeah, then a lot of innocent people are gonna die. Why do you say that? Sir. Every time Perseus has come into play, it's shifted the balance of the Cold War. After 13 years of silence, if he's active, something big is gonna happen. Something that will affect the free world. Mr. President. Sir. Mr. President. Mr. President, this is Jason Hudson and Russell Adler. I know their names. Who do you think approved their last mission? Oha, der sieht aber krass aus. Ja, aber Grafik können sie auch, ey. Real. Yes, sir, we believe it. True. Can you ist doch One Not Dragon, oder? Ja. Der sieht aber krass aus, also vom Gesicht. Klar, das ist ein Render-Trailer, aber finde ich schon krass. Most likely illegal if the press gets a hold. What the hell are you talking about? Do you know who we are? Every mission we go on is illegal. Sergeant Woods, plausible deniability is the backbone of our work. Al, we're talking about preventing an attack on the free men and women of the world. Give Mr. Adler whatever he wants. Gentlemen, you've been given an important task. Protecting our very way of life from a great evil. There is no higher duty. There is no higher honor. And while few people will know of your struggles, rest assured, the entire free world will benefit. I know you won't fail us. Ja, ist okay, aber ja, wie gesagt, Singleplayer ist irgendwie nicht meins da. Ja, wie schon gesagt, wir werden wieder alle gehypt sein, so, oh, Call of Duty, oh, holen wir uns. Und ihr werdet dann 3 Wochen spielen und sagen, hab keinen Bock mehr. Tu mir das nicht, glaube ich. Ich auch nicht. Haruna struggles to understand her mysterious innate abilities to manipulate the unseen. Okay, das kenne ich nicht, das Spiel. Nee. Ich dachte erst ganz kurz, das wäre diese eine von der Sony-Präsentation, aber... Das heißt, du siehst immer wieder, wie du stirbst, oder wie? Du musst dann dagegen was tun? Scheint so. Abwarten. Vielleicht gibt's Schläge. Problem bei so Render-Trailern ist halt immer, was ist das wirklich für ein Spiel?
Dort spielt da doch nicht nur das Kind, oder? Die wird doch bestimmt irgendwie erwachsen, oder nicht? Oder vielleicht verschiedene in so Episoden, also verschiedene Leute, die das können. Unknown 9. Vielleicht 9 Leute irgendwie so. Vielleicht kommt jetzt kommt es als Erwachsene. Ja. So wie bei Horizon am Anfang. Ja, so ähnlich. Stimmt. Unknown 9. Ja, cooler Trailer, aber keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Ne? Reflektor sagt mir auch gar nichts. Siehst du, das sind doch verschiedene. Aber welche soll denn jetzt die von jedem sein? Die sahen alle Keine anders Ahnung, aus. das ging so schnell. Oh Gott, und das sind dann let's wieder get to the viele gameplay. Doom. One of this year's biggest bin ich games raus. has been Doom Eternal. Tonight we've got an exclusive first look. Ach, Critics, du bist noch zu jung. Ich bin viel zu jung für Doom. Gods Part 1. Check this out. Ich weiß noch, als Doom verboten war. Damals. War nur 18. Eine gute alten Zeit. Der Doom Guy. Ist das nicht ein Sith-Truppler? Critics. Ja, das war's dann an der Stelle auch wieder raus für heute. Ja, mein Gott, löscht. Nee, so ein ja, okay, ich einfach nicht. Ich bin ein bisschen lustig mit euch und sowas. Ja. Hast du mit eingeladen, Tombie, eigentlich? Ja. Oh, wieder einen neuen Channel im Discord. Ja. Das habe ich gerade gar nicht geschlafen. Ich wollte mal endlich mal wegnehmen. Doom sieht absolut geil aus vom Gameplay, finde ich immer noch. Ich glaube, das macht absolut Spaß, das Game. Warum spielst du das nicht? Weil ich da ganz dolle Angst vor habe. Da schießt man auf Dämonen und ich bin so ein richtig gottgläubiger, heiliger, lieber Mensch. Was? Ja, der Angst vor Dämonen hat. Wenn das Dämonen sind. Ja, aber ich habe Angst vor denen. Ich habe Angst vor denen. Das ist voll wichtig. Nee, ich weiß auch nicht warum. Aber also an sich würde ich mal einen Teil spielen davon. Sieht schon richtig cool aus. Mhm. Das Game gibt es jetzt auch schon ein Jährchen nur. Das Eternal. Oder sogar noch länger. Nee, kommt länger, hätte ich gesagt. Eternal. Mal gucken. Dieses Jahr, glaube ich. Nee, 2020 doch. Ja, dieses Jahr, glaube ich. Krass. Hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier bei Shopping mal gucke, wie teuer das ist, da kriegst du es eigentlich recht günstig teilweise. Ja, vielleicht ist das dann die Legacy Edition oder so. Für ein 20 hier. Oh mein Gott, wenn das von BioWare ist, bitte sag Mass Effect. And since then, Mass Effect new ways to use next generation technology to bring the world and characters bitte sag einfach Mass Effect. Ach, ja, Quatsch da nicht dazwischen, dann können wir mal hören, was der sagt. And how BioWare's passionate team of developers are crafting this very special game. I've been at BioWare for a really long time, so I've got to see it grow up and turn from a company of 35 people to a company of more than 300 people. Ich kenne die Musik. Das ist Dragon Age, die Musik. Dragon Age Inquisition, das die Main-Musik. Aber vielleicht ist es einfach nur so ein genereller Trailer. So we're always coming up with new stuff. We're always trying to improve, innovate, and bring new characters to life for our players and fans to enjoy. The world of Dragon Age really has got it all. It's got frontier stories, it's got mystery, it's got hard-boiled detective stories, and of course it's all wrapped up in kind of a fantasy setting. You really feel like you're the hero in the Dragon Age world and you're saving people. Dragon Age to me is a wonderful world to play in. I am really excited about the future of Dragon Age. This is an original world, original flora, original wildlife, original architecture. That makes it fun to explore and discover. In the next Dragon Age, you get an opportunity to see new things, new places, and interact with people who lived and grew up in these spaces as well. For the game we're working on now, we want to tell a story. What happens when you don't have power?
What happens when the people in charge aren't willing to address the issues? The things that you can expect in the next installment are going to be stories that focus on the people around you and the friends and family you make. Something that we'll be able to look forward to in Dragon Age is a really close relationship with game characters who really become real for you. We want characters to either be loved or hated. One of the best examples of that is Solus. Half the community wants to kill him, half the people want to marry him. Ja, der ist to do both. Der ist im dritten Teil dabei, ja. The Dread Wolf. What will they call you when this is over? BioWare and EA has been one of the forerunners in using motion magic technology, and that makes it way more realistic when you're looking at the characters and the way they walk and move and interact in the world. Players want that suspension of disbelief that this wonderful collection of digital pixels is actually a living, breathing soul. No, it's okay. That's the good kind of rumble. I actually design bosses. I help with the creature design team as well. So I do all of like the big threats that you have to go up against. Nobody dies on my watch. For the Wardens! Choice is a big part of what Dragon Age is as a franchise. The decisions you make can affect change in the world. Decision making can mean that a party member lives or a party member dies. And it means owning your outcome and reactivity to the choices that you do make. I just love the possibilities that Dragon Age offers us, and I'm excited to explore a lot more of them. To me, that potential is what gets you up in the morning. It's a fantastic opportunity every time. Ja, finde ich cool. Cool. Hat mir richtig gut gefallen, der Trailer. Ja, werde ich mir kaufen, aber ein Mass Effect wäre schön. Was? Zurück in die Zukunft? Wow. Was? Das hörst du doch von der Musik. Critics, das schon wieder kennst gar nicht. Ich hasse Critics. Ja, okay, jetzt den kenne ich auch. Das ist doch hier Martin McFly. Alter, kann Doctor of Physics, not of medicine, and certainly not that quack from Rick and Morty. Yeah, we know who you are, but Rick and Morty. I did come back from the future to this precise moment on August 27th, 2020, because it's imperative we launch Surgeon Simulator 2 right now. And what exactly do you have to do with Surgeon Simulator? During the mid-20th century, some friends of mine from an Ayrshire University invented a state-of-the-art medical training facility, otherwise known as the Surgeon Simulator Training Program. Now, 70 years later, we've digitized the experience. It's unbelievable. You can access the program through your computer and then be medically trained from the comfort of your keyboard. And it's available as of, great Scott, this very moment. Tonight, I want a world premiere, a few examples of some of the incredibly successful test subjects who have already completed the course. So you're saying a world premiere will save our future? Only time will tell. And speaking of time, I'm off to another world premiere, Avengers 26. Einfach Deutscher Albert Einstein. The son of Thanos. Sie lass es lieber, sonst wirst du noch verurteilt von den Leuten. Du wirst verurteilt. Wenn du Witze machst. Du hast keinen Witz gemacht, du hast ihn nicht gekannt. Natürlich. Das mit Martin, das war doch so extra so betont. Der heißt nicht mal Martin, oh mein Gott, Critics, aber auf zu reden. Ich weiß, dass der Martin heißt, mein Gott, nee. Oh cool, kann man den jetzt zertrümmern? Oh mein Gott, sieht das geil aus. Ich will das spielen. He looks good as new. Bring it in here. Deutscher Albert Einstein vor allem. Tombie, lass uns das spielen. So sah es von meiner letzten OP auch aus. Das ist bestimmt ganz lustig. Lass uns das spielen, das ist doch geil. Doc Brown introducing Jacksepticeye playing Surgeon Simulator, only on opening night live. All right, well, if you thought that crossover was kind of crazy, wait until you get a load of this next game announcement that I don't think anyone probably saw coming. Check this out.
Bis jetzt fand ich es echt gut, muss ich sagen, das Event. Ja. Gut, geht halt noch nicht so lang. Head up. What's that? Das ist auf alle Fälle ein deutsches Ding, weil der Typ ist aus der Werbung aus Deutschland. Ich wollte gerade sagen, den kennt man irgendwie. Der hat für Köln Flocken hat der Werbung gemacht. Das ist so ein deutscher Schauspieler, glaube ich. Genau, ja, ist auch ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Der ist auch Professor an der Uni. Vielleicht weiß das ja einer am Chat, wie der heißt. Oh, die Zombies kommen. Wow. Walking Dead Spiel. Ja, aber das sah mir nach so einem Mobile Game aus. Oh Gott, das heißt, du musst da eine Brücke bauen oder wie? Oh Gott. Was hat das denn mit Walking? Ja, Hauptsache steht Walking Dead mit bei. Oh Gott. Uff, ey. Weiß man noch nicht, wie der Typ heißt. 2020. Over the next 3 days, there are more streams from IGN and Webedia with in-depth looks at games. Da fand ich den Surgeon Simulator aber cooler. Special new shows just for Gamescom. Your portal for all things Gamescom this year is Gamescom Now, which you can check out at gamescom.global. Now, one game you'll hear more about later on IGN's post-show is this one, a return of 2 classic characters that I love. Check this out. Shepard. Na, jetzt kommen erstmal, glaube ich, so ein paar kleinere Indie-Dinger, oder? Nein, das ist nicht Shepard. Gone strange. Was ist das denn? One elite force stands against the dark. Sam & Max oder sowas? Oh, jo, doch. Kann sein. Ich noch nie gespielt. Habe ich auch noch nie gespielt. Aber auf jeden Fall ist das das. Ich habe mal eine Demo gespielt, ja. Sam, I'm blind. Oh, hello, miss. Und wenn man das früher gespielt hat, ist das bestimmt cool. Ist das nicht auch immer Point-and-Click gewesen? Boah, kein Plan. Da bin ich raus, das weiß ich nicht genau. Weiß ich The nicht. return of Sam and Max. Yes. All right. And now it's time to say hello to my wonderful co-host for ONL from IGN. Please say hello to Sydney Goodman. Hello. Thank you, Jeff. What's up, everyone? I'm Sydney Goodman, and I am thrilled to be here. Gamescom is always such a fun event, and throughout the show tonight, I'll be telling you about all the different ways that IGN is involved in this year's festivities. But first, I have an award to announce. The winner of Best Nintendo Switch Game is Little Nightmares 2. Huge congratulations. Like I said, IGN is going to be here for all of Gamescom with great shows such as Gamescom Studio, where you can find me and my co-hosts for all day long games content, interviews, dev talks, and more. Plus, we have Gamescom Awesome Indies, the show with and for indie developers. That premieres Saturday, August 29th at 7 p.m. Central European Time, so be sure to tune in for more announcements and special guests. And now, let's go back to Jeff for our next big world premiere. Freddy, war klar, dass das von dir kommt. Awesome. Ich habe mir drauf gewartet, dass es Fühle ich, Freddy. Studio and also Awesome Indies, and I'm going to be on the Daily Show tomorrow, so looking forward to that. All right, well, on to our next game. In the next World of Warcraft expansion, players will journey beyond the mortal world of Azeroth to a place where no living soul has stimmt, da gab's so einen Trailer irgendwie von wegen, dass dieser dieser Lich King oder so stirbt oder so. Infinite realms of the Shadowlands are watched over by different factions known as wirklich. each holding dominion over a different aspect of the afterlife. And depending on how someone lived their mortal life, they may end up as part of one of these covenants when they cross over into the Shadowlands. Today, we're excited to give you a closer look at the noble and pure Kyrian covenant from the realm of Bastion, who are charged with carrying the souls of the dead into the beyond.
So sit back and get ready for the world premiere of Bastion, the first in Blizzard Entertainment's new 4-part series of animated shorts called Afterlives. Enjoy. Ist World of Warcraft eigentlich noch so ein Ding? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Gab ja jetzt letztens auch mal dieses WoW Classic vor ein paar Jahren. Wird da, glaube ich, auch recht viel gespielt. Ist dann schon okay. Ich habe gar nicht drin. Ist dann Das sind Uther und Arthas, oder nicht? Das ist aber schon, ja. Hast du das mal gespielt, Tombie? Ja. WoW auch? Ja, aber das ist auch eher Warcraft 3, was man hier sieht. Light, save my soul. Uther. Where am I? Welcome to Bastion. You led a truly selfless life, and for that, you have been chosen. Chosen? To shed your mortal burdens and join the ranks of the Ascended, serving to ferry the souls of the dead unto the Shadowlands. I serve the light, and my work is not done. There is an evil that must be... There is no evil here. The darkness was sealed within the maw long ago. You're wrong. He destroyed my home, murdered my people and my king. He must be punished. You are an aspirant now. You must accept your new purpose and purge yourself of this desire for vengeance. What I desire is justice. Devos, why are you training this soul? It is beneath your station as a paragon. He cannot let go. He continues to demand retribution for his death. And this concerns you? Many souls take eons to ascend. Yes, but this one seems broken, Thenios. Unlike any soul I have seen. I have begun to wonder whether he was deemed worthy of Bastion. By mistake. Be careful, Devos. I would not let the Archon hear such a thought. In time, he will forget. Trust our ways. Trust the path. Devos, how long must we train? Until you are ready to ascend. And what is keeping me from ascension? Nothing but the memory of your mortal life. How can I forget when I can still feel his blade? Your soul is wounded? Who did this to you? He was my student. He betrayed us all. Show me. The runes on his blade were unmistakable. This dark agent runs free on a mortal world with the power of the Maw itself in hand. Our realm is imperiled. Impossible. The Maw is inescapable. You must return to the path. If he had purged his life, we never would have known of this calamity. The path is flawed. Enough! The order of the Shadowlands depends on the execution of our eternal charge. You will abandon this course. As you command, my Archon.
Von diesem großen Engel, ich glaube, das war die Stimme von Death by Snooze. Has come. I thought I was not ready. Do you wish to see him punished? I do. Then prepare yourself. The moment he falls, we will claim him. I see only darkness before me. Now, cast him into the maw. Return him to the darkness he served. His eternal suffering awaits. He was my student. Remember what he did and take your vengeance. Not vengeance. Justice. Ja, es ist, ich finde das cool, aber das ist ein bisschen für die Leute, die sich da gar nicht auskennen, sehr langgezogen gewesen. Ne? Das stimmt. Die Charaktere auch, da drin sind schon sehr wichtig gewesen für die Hauptstory von Warcraft. Aber Tombie, eine Frage. Wenn interessiert das? Wenn? Also, ja, war wirklich ein bisschen lang, aber sorry, aber... Na, ich sag da mal nichts zu. Sind die Kommentare im Chat wirklich so schlimm, dass man so Leute jetzt gerade 5 Minuten geben muss? Ich hab's nur mit seinem Bildschirm auf. Meiner Meinung nach, ja. Okay. Bisschen Geduld einfach mal. Ja, ich fand's jetzt auch sehr lang, ich kann damit auch nichts anfangen. Ja, aber die Leute, die halt wirklich World of Warcraft feiern, die werden das cool finden, weil der Typ, der da quasi dann anscheinend jetzt wiederkehrt, dieser Uther Lightbringer, der ist schon im Urgestein. Ich glaube auch, dass das sie und der Arthas, den der da am Ende so runtergeschmissen hat, ist eigentlich quasi so mit einer der wichtigsten Charaktere überhaupt in der ganzen Story. Und Lego Star Wars kommt vielleicht aber auch nicht. Das ist vielleicht doch, das kommt. Das wird ein Paralleluniversum, in dem es hier so ein WoW-Stream gibt, wo so WoW-Fans sind und dann schreiben die ganze Zeit, wenn Lego Star Wars angekündigt wird, wen interessiert das denn? Immer nur Lego, immer nur Star Wars, wen interessiert das denn? Na okay, da. 27.10. Ja, läuft anscheinend bei World of Warcraft immer noch. Hätten sie aber wirklich ein bisschen kürzer machen können, wenn man da wirklich nichts mit... So much more opening night live still to go for you. Ratchet & Clank, PlayStation 5, much more. Stay tuned. All right, but now it's time for the announcement of a new universe that is coming to gaming for the first time with a project from a Canadian studio. Check this out. Na, jetzt sagt's wieder kurz. Wieder was Neues? Ja, es ist wieder am Laggy. Mass Effect, bitte. Wie gesagt, was Neues. Das kann nicht Mass Effect sein. Das wird Mass Effect auch nicht mehr kommen. BioWare kam doch schon. Ohne Witz, Alter. Boah, jetzt leckt's aber hart. Mal gucken, ob sie es gleich nochmal fängt. Sonst muss man wirklich auf YouTube wechseln. Ihr seid so gemein. Ich will doch einfach nur das sehen. Warhammer. Warhammer, ja genau. Warhammer ist geil. Also letztens habe ich mal ein bisschen in den Warhammer-Lore eingelesen. Ich fand das eigentlich ganz cool. Ja, nicht eingelesen, eingeschaut. Warhammer ist ultra geil. Aber jetzt habe ich mal eine allgemeine Frage. Bei Warhammer, dieses 40k und das normale Warhammer, hängt das irgendwie zusammen oder sind das zwei? Das hängt bei YouTube auch sogar. Ich glaube, das ist allgemein, oder was? Ja, die schreiben bei dem im Chat auch Lag. Okay, Freeze Lag. Bei mir bei YouTube läuft's. Warhammer Age of Sigmar. Also im Geilen fand ich diesen Warhammer Mark of Chaos Trailer, der war ultra geil. Aber ich glaube, das Gameplay war dann irgendwie jetzt nicht so schön. Wissen ihr das? Also hängt das zusammen oder sind das zwei
Zwei verschiedene. Was? Crash Bandicoot! Was du eben zusammenhängt. Was denn jetzt genau? 40k und das normale Warhammer, dieses Fantasy-mäßige. Ich glaube, das spielt halt 40.000 Jahre danach, oder nicht? Ah, okay. He's where? Digga, fängt sich das noch, oder nicht? Also bei mir bei YouTube läuft's gut. Bei YouTube läuft's mir gar nicht gut. Nee, bei YouTube liegt das auch nicht gut. Das schreiben auch alle in den Chat, dass es läuft. Das reicht bei mir so halt gar nicht. Also wirklich, das läuft absolut flüssig. Aber worüber guckst du denn? IGN. He's where? Muss ich einen Link schicken? Ja, bei Twitch läuft's ganz schlimm. Ja. Also beim offiziellen Gamescom-Account auf YouTube läuft es auch überhaupt nicht. Na, schau über den Link. Naja, bei IGN gucke ich jetzt, da läuft's. Crash Bandicoot habe ich auch auf Twitch läuft's jetzt auch wieder. But to tell us more about what we just saw, I'm joined by Lou Studdard from Toys for Bob. Ich gucke jetzt einfach auf IGN. What did we see with Crash and the Gamescom bot? Apparently you saw him wandering around Cologne, but what he was hinting at was kind of our reveal of what we call flashback tapes, which are a brand new style of level that we are announcing here today. Okay, so how do these flashback levels kind of play into the overall Crash 4 narrative? Yeah, so the way that the flashback tape levels work is that they are kind of a peek back in time to the 90s when Neo Cortex was actually testing on Crash and Coco before the events of Crash Bandicoot 1. And they're kind of these devious frage ich mich irgendwie immer, können die dem jetzt ernsthaft kein gutes Mikrofon geben, dem Typen? Really hard, and they're really awesome, and they're super creative, and we can't wait to get people's hands on them. Yeah, no, I got to play demo. That was a challenge, so I can't imagine how nefarious these are. How are they going to be sort of integrated into the game? Are they optional, like offshoot stuff? Or how do you get to them? Von der Optik ist das ja eher so für Sure, so players actually have to collect the flashback tapes in the levels themselves. Die sind oft ultra schwer gewesen, diese Jump'n'Run-Einlagen. To actually pick them up, they have to reach them in the level without dying. It's kind of our homage to the death routes. Gab's da nicht mal, da gab's doch mal auch so ein Mario Kart, so eine Art Crash Bandicoot Racing hieß das, glaube ich. And then once they get them, they'll get access to these unique levels. So beyond the pure challenge, what other fun? So how are these fun for players to kind of experience, and what do they get to do in them? Sure. So one of the things that we did was we actually used these as, like I said, puzzle rooms, really kind of fun, nefarious, devious ways for Crash to really express that pure platforming kind of aspect of gameplay that we know and love about the franchise. But then narratively for us, it was really cool to layer in kind of a unique perspective to the franchise. This is the moment when Cortex is really excited about the prospect of Crash being on his team, because Crash was originally created by Cortex, and so this is a weird point in time that's never really been explored in the games before. Awesome. All right, well, Crash 4, it's about time. Looks phenomenal, Lou. We cannot wait to check it out in October. Thanks for joining us. Yeah, thanks for having me. Awesome. All right, well, we will be right back after this for more Gamescom Opening Night Live. Hä, kommt jetzt eine Werbung, oder was? Keine Ahnung. Raid Shadow Legends. Das Destiny, oder? Was? Nee. Nee. The unseen predator. Apex mit mehr Gewalt. Nee. Nein. That obliterates without warning. Okay, mit ein wenig mehr Gewalt. Mit ein bisschen mehr Bums. Alone, the hordes of Enoch will fall. Aber ich wüsste das jetzt gar nicht. Ist das ein Trailer? Ist das Werbung? Ist das... But together, this entire planet will fear us. The anomaly alters us in our own ways, yet we are drawn down the same road into the dark heart of creation. Das kommt mir jetzt irgendwie so... Ich weiß, es sah so erst so ein bisschen wie so ein Destiny oder so aus, aber wird es ja wohl nicht sein. We will find the source, whatever it holds, whatever it takes. Sieht jetzt aber nicht schlecht aus, finde ich. Aber irgendein Koop-Shooter wieder, ne, oder? Glaube ich auch, ja.
Aber mit 3 Leuten. Mit 3, ja. Jetzt liegt Outriders. Holiday 2020 Square Enix. Ja, ich glaube, das ist wirklich vielleicht wie so ein... Das ist jetzt aber Werbung. Ja. Nice, Alter. Hyperscape? Welcome to the Hyperscape. Ja, warum war denn da jetzt so ein kurzer Red Bull-Clip? What the hell? Yes, Weird. as a champion. Jetzt leckt sie aber auch ein bisschen. Nee, bei mir nicht. Also minimal, jetzt nicht so schlimm. Ne? Ich werde mal auf Twitch nochmal refreshen, ob so oder besser läuft. Sag mal dann Bescheid. Weil da ist man schneller, glaube ich. Das kommt gerade hier. Wie heißt das nochmal, dieses Fußball-Anime-Ding? Spasa ist das, was da kommt. Ja. Jetzt, also bei mir läuft es gerade bei Twitch. Wieder. Twitch läuft es wieder, ja. Aber. Captain Tsubasa. Welcome to Necromunda. I can see you're new. Also bei Twitch läuft es jetzt bei mir wieder. Ja, ich guck gerade. Ja. Da ist man auch schon wieder weiter. Ach, das ist ein nerviger Mist. I don't want to say immortal, but when their armor, blood, skin and will are of iron, it's a potent combo. Das ist auch was Neues, oder? Kenn ich nicht. Why would someone like you want to know about an all-female gang of Sieht auch wieder noch Koop irgendwie aus. killers, cloners and... Oh, makes sense. And Escher will cut you up just for the fun of it. Goliaths are big. That's it. Anything smaller than them doesn't deserve to live. And they're just as happy filling you with lead as they are smashing you to pieces with a power maul. Now, mixing that whole pot together in a place like this, you can imagine what happens. Chaos, gang warfare, for wealth, for power, hell, sometimes just for fun. So, think you're ready? Necromunda Under High Wars comes to PlayStation 4, Xbox One and PC on September 8th. Okay. O futuro dos jogos, além de realidades virtuais extremamente fidedignas, also welchen Team seid ihr? Eu acho que também se encontra em formas mais expressivas e absurdas, quebrando cada vez mais. Also ich bin eher bei diesen groben Typen, die sagen, alles was klein ist, also ich deserve nicht zu leben. Uma ferramenta de expressão artística. I envision the future gaming to be quite bright and quite online. The next generation of console will clearly allow AAA and indie developers to build more creative-driven games that I hope will cover more diverse subjects. I want to play all kinds of stories about people and places, both real and imagined. I want comedy games, I want autobiographical games. I really want to see what people can do with the medium. Pro futuro dos games, eu vejo uma evolução, obviamente, gráfica, mas eu vejo ainda mais evolução na inteligência artificial e na maneira com a qual a gente interage com os games, tudo em busca de experiências mais imersivas. Also bis jetzt muss ich nochmal sagen, hat ein absolut angenehmes Pacing, das Event. Zum Beispiel jetzt gerade diese eine Sequenz, bei der, ich weiß gar nicht, war das EA oder wo haben sie das so lang gezogen? Ja. Das ging ja jetzt irgendwie 30 Sekunden, haben irgendwie 4 Leute kurz 3 Sätze gesagt, wie sie sich die Zukunft des Gamings vorstellen und fertig ist. Und weiter geht's. Fand ich absolut okay. Nicht so ein ewig langes Rumgelaber. What he's building has absolutely blown me away, so I asked Dennis to prepare a special trailer just for tonight. I hope you're equally inspired by the ideas in this next game, definitely one to watch. Teardown. Okay, man kann alles zerstören, aber dafür sieht es halt eigentlich echt nicht so Minecraft-mäßig aus. Ja, es sieht echt Minecraft-mäßig aus, ne? Ja. Das besteht so aus kleinen Blöcken. Alles aus Blöcken. Aber es ist cool, ne? Man kann da irgendwie Wasser, Feuer schießen, so. Alarm.
Physik ist auch drin anscheinend. Ja. Das sieht halt echt so ein bisschen Minecraft mit Raytracing aus. Das ist halt einfach Minecraft irgendwie. Aber was ist denn das Ziel? Spielt man da gegeneinander oder was macht man da? Ich habe keine Ahnung, irgendwie ein Überfall. Es geht darum, möglichst viel Damage zu machen, keine Ahnung. Der muss sich da jetzt einen intelligenten Weg durch die... Ah, da musst du irgendeinen Überfall machen quasi und dann von A nach B in kurzer Zeit kommen irgendwie. Achtung, das ist ein Überfall. Er muss auf jeden Fall alle diese Dinger einsammeln. Diese Sicherheitssachen abschalten oder was auch immer. Ah, das sind anscheinend so Puzzle-Rätsel-Level. Teardown. Ja, sah ganz cool aus. Wenn es echt so ein Indie-Game ist, dafür sah es cool aus. Oh, World Premiere. Könnte ich mir so vorstellen wie so ein Opening Night Live, we announced Little Nightmares 2 to the world. Well, the team at Tarsier Studios hasn't shown anything since, but that changes right now. Here is a first look at the gameplay of Little Nightmares 2, which is coming next February, with more to come throughout the week at Gamescom, including a live demo on Gamescom Studio tomorrow. Gar nichts. Doch, den ersten Teil kennt man. Das ist schon verstörend auf jeden Fall von der Optik dann. Immer. Okay. Nice. All right, thank you. Das ist so ein... Ja, man muss da so durch das Level kommen. Ja, aber halt irgendwie mit so gruseligen Elementen und irgendwie auch ganz coolen Rätseln und sowas. Ja, cool, das kann man zu zweit spielen. Mhm. Anscheinend. Das sieht aber schön aus. Da waren die Bärenfallen. Das sieht aber echt irgendwie schön aus. Das ist auch so eine beruhigende Musik. Ja, das ist total schon ein bisschen spooky. Die Hand. Ja, LHW, ganz ehrlich, hätte ich Bock drauf, ganz ehrlich. Gebe ich zu, sieht richtig cool aus. Vielleicht nicht ganz so schlimm wie die bisherigen Horrorspiele. Ich würde gerne spielen, Fan. Ja, wenn du Bock hast, sehr gern. Kommt aber erst nächstes Jahr anscheinend. Boah, das ist das Slenderman, oder? Februar. Alter, das ist aber echt teilweise richtig creepy, wie die sich so hinterher Also, ganz ehrlich, ich glaube, das ist echt irgendwo mal nicht so lustig, wie man sich jetzt vorstellt. Ja, ganz cool. Coolen Stil, wenn man darauf steht. Ja. 11. Februar. Nö, also hätte ich Bock. Hätte ich wirklich Bock drauf. WWE Hall of Famer Jerry the King Lawler, and I'm reuniting with my Jerry Lawler to bring you all the over-the-top action in WWE 2K Battleground. Mamma mia! Black Panther. Ja, das ist das abgespacede Spiel. Ja, genau, weil ja 21, glaube ich, nicht kommt, oder? Hat Erik irgendwas gesagt? Sure, Alter. Die haben so einen komischen so einen Grafikstil, der so moppelig macht. Ja, das ist aber... Es gibt von Basketball, NBA gab es auch immer solche Ableger, solche Verrückten. Da hatten die auch so einen komischen Grafikstil. Also ganz ehrlich, ich finde dieses WW finde ich absolut schrecklich. Das ist auch gut, Fans, glaube ich. Damit mal auseinandersetzt, das ist ganz cool. It's a great evening for WWE action. Da kassiert Bailey. Siehst du, Tom, wir kennen sogar alle. Kennen wir alle. Now, let's keep this party rolling with another matchup. Look out, Moro. Oh, das ist doch der Undertaker, oder nicht? Der weit voraus seid ihr eigentlich. Shit. Zack. Oh. Ich bin jetzt der Undertaker. Oh no! He just hit the Undertaker. How do you lose like that? What's the matter with
you legends! This is just an example of the pandemonium that you're gonna experience when you head to the battlegrounds. Whew, that's a big toy hammer. Oh, I can't believe my eyes! Seth Rollins delivers the stop! What a night! What a night! This is the greatest thing I've ever seen! Pre-order WWE. Ja, auch total. Ist das so, Tobi? And brawl without limits. Mamma mia! Oh, sorry, Moro. I know that's your line. Hello again. I have even more awards to announce, so let's get right down to it. The winner of Best Action Adventure Game is Watch Dogs Legion. The city needs a resistance. And it starts with you. What do you say? Der Trailer war cool zu Watch Dogs. Wow. Das ist ja cool mit der Rakete aus dem Auto. The winner of the Best Action Game is Star Wars Squadron. Oh my god! Oh my god! Star Wars! Star Wars! Okay. Der stellt mich jetzt noch 10 Minuten weg oder so. Okay, ciao. The winner of Best Multiplayer Game is Operation Tango. Oh, das kenne ich gar nicht. Kenn ich auch nicht. Operation Tango. It takes two to save the world. Fuck. I used to be an explorer. The winner of Best Indie Game is Curious Expedition 2. Ah, das kenne ich, glaube ich. Did not believe what I had witnessed. Nee, ich auch nicht. Ja, da spielt man, glaube ich, so bekannte Wissenschaftler und kann dann irgendwie durchreisen mit denen und muss dann irgendwie so... Congratulations to all the winners. Irgendwie so, As I mentioned, IGN will be ich here weiß es nicht, for was man da genau machen great muss. shows and new ways for you to get all your gaming news. Check it out. Gamescom 2020 is the heart of gaming, and you can keep to the beat right here on IGN. We've turned the Na, die sind irgendwie hart gesponsert von IGN oder irgendwie eine fette Kooperation. Richtet nicht Borderlands, richtet das nicht IGN auch mit aus? Our Gamescom Awesome Indie Show, the freshest deep cuts in indie gaming, and finally the Gamescom Best of Show, including the Gamescom Award. Gamescom 2020 is available on IGN and wherever you stream Gamescom now. And now it is time to talk about that Best Action Game winner, Star Wars Squadrons. This is a new immersive space combat game from Motive Studios that delivers the ultimate. Oh my God, Leute, haltet euch fest, wirklich, haltet euch fest. In Squadrons, you'll suit up and fly for both the New Republic and the Galactic Empire across intense 5v5 multiplayer battles, as well as an all-new, authentic single-player story set after the events of Star Wars Episode 6, Return of the Jedi. Today, we'll get a glimpse at what Squadron's story has to offer by taking a brief look at one of the single-player missions featuring some light narration by the Motive team. Let's check. We all choose Und jetzt soll's lecken, ey. light or dark. Freedom soll or natürlich destruction. nicht. Oh mein Gott, chose to Amidala. destroy Alderaan in order to spread fear and douse the fires of rebellion. But the heroic pilots of the Rebel Alliance have chosen to keep fighting, to show the Empire that we are not afraid. It was their bravery that ended Palpatine's reign and brought about our new republic. However, the Empire lives on, shattered though it may be. As I speak, Imperial forces are edging toward the Bormia sector, hoping to end our new republic before we find our footing. As their empire collapses, they try to tighten their grip. But the galaxy is changing, and you can be a part of it. With the help of brave and daring pilots, this war can end. Make a choice. Fly with the New Republic. Change our galaxy for the better. Hi, I'm Suzanne Hunka, narrative producer on Star Wars Squadrons. Our single-player story is one of daring pilots and deep-seated rivalries. Take Titan Squadron. Hunt down this Starhawk and eliminate it. Gladly, Admiral Sloan. Over the course of the story, you'll fly as two pilots on opposite sides of the war. And, like all modes in Star Wars Squadrons, you'll have the option to experience every mission fully immersed in VR. Wedge Antilles, Rogue Squadron. I hear you're the reason I was able to finally get a comm through.
Today, we're giving you a glimpse of an early Imperial mission behind enemy lines. One of our spies, Agent Thorne, has discovered vital intelligence on Project Starhawk. Your mission is to extract her from an orbital outpost above Hosni and Prime. Behind enemy lines, you'll have to eliminate perimeter defenses. The outpost is defenseless. When you've secured the area, you will escort the Gladius to the outpost, and our extraction team will acquire Agent Thorne. Once Thorne is secure, reach your Gozanti cruisers and return to the Overseer. Cover our escape and escort us to the jump point. We have Republic corvettes inbound. Move, Titan! Gladius, change course and keep Agent Thorne safe. Titan 3, take out those fighters. Understood. I'll handle it. You have my thanks, Titan Squadron. No time to celebrate. Move on. Each mission will immerse you into the escalating conflict between the New Republic and a shattered empire. Debrief with your squad mates between missions. You're our new wingmate. Customize and master all 8 starfighters and join the galaxy's finest. I need you focused and ready to go. From bombing runs at the Nadiri dockyards to setting a trap in the Xavian abyss, the story of these rival squadrons will push the war to the brink and define the galaxy for years to come. I look forward to seeing you in combat October 2nd. Also mir hat's gefallen, ich fand's cool. Ja, hat man was Neues gesehen? Gameplay-mäßig? Ja, mehr oder weniger, ne? Ja, Gameplay-mäßig nicht unbedingt. This incredible adventure at Disneyland Resort and Walt Disney World Resort that inspired The Sims' latest game pack. Check this out. Die Sims. Haben wir jetzt eigentlich verschoben jetzt auf Februar? War das nicht mal früher schon? Ja, das ist amerikanisches Datumsformat. Was ist das denn? Oh mein Gott, Sims! Oh mein Gott, ich muss mir unbedingt Sims. Ich will Kylo Ren als Sim spielen. Oh mein Gott. Da konnte man doch schon so ein Darth Maul-Ding bauen, habe ich doch bei Chiminator gesehen. Was denn? Darth Vader. Ey, ohne Witz, ich werde so safe die Stadt zerstören. Ich muss sofort meine Schwester anschreiben, ich will Sims spielen. Ich finde das gar nicht schlecht. Boah, geil. Instant gekauft. Ja, ich finde das cool. One genie. Schuhpause. Hondo. Ja, das ist auf jeden Fall modernere Mucke als in der Kantine. Da dancen sie ab. Ja, nee, hol ich mir. Wird zukünftig Sims 4 kommen bei dir, Tombie? Natürlich Sims. Ja, glaube ich schon. Ich find das cool. Ganz ehrlich, würde ich tun, warum nicht? Also kommt drauf an, wie umfangreich das ist, aber warum denn nicht? Kann man so einen coolen Critics bauen und dann macht man Critics zusammen. Ja, da kannst du die alle zu irgendwelchen... Sieht doch cool aus. Ja, da machst du... Boah, da kann man den Twisty-Bot einbauen. Boah, ey, Tombie, da machst du... Boah, das ist schon am 8.9. Das ist in 2 Wochen oder so. Das sind 2... Wow, instant gekauft, ey, dann machen wir alle so eine WG auf mit Leuten aus der Community. Ey, das wird so geil. Die Abonniere haben auch Mitgliedschaft beenden. Ich finde das gar nicht schlecht. Also ganz ehrlich. Warte, jetzt geht Lego Star Wars. We've got Fall Guys Season 2 still to come, the reveal of that, which I can't wait for you guys to see. And of course, a gameplay demo of Ratchet & Clank Rift Apart for PlayStation 5. But right now, you might remember this next game from Annapurna Interactive from last year's Microsoft E3 event. And today, I'm excited to share a new announcement from the team. This interactive thriller about a man stuck in a time loop is one of this year's most intriguing indie titles, and now they've added an absolutely all-star cast to the game. Here's a whole new look at 12 minutes. Okay. Sagt mir jetzt nichts. All right, close your eyes. I want you to think of a flower. Look at its colors
Ach, das ist das Spiel, das gab's doch bei der Xbox-Show. Wo da gleich jemand einbricht und dann kommt man die Zeit zurückspulen oder so. Da musst du das irgendwie verhindern. Returning to its bud. Think of that bud. Unopened. Look at ja, Xamila, Little Nightmares 2 war schon. Then silently repeat these phrases. May you be free from suffering. May you be free from fear. May you know peace and joy. Ach, slow. Daisy Ridley. William Dafoe. William, meine ich. Schade. That's going to be a really special indie game. So glad to announce. Willem Dafoe ist schon cool. Now, last year at the Game Awards, we announced Godfall, Breath a of the new Wild von looter-shooter Ubisoft, coming to das war. PlayStation 5 and PC from Counterpoint. Ja, das war ganz Tonight we anderes. got a quick sneak peek of one of the new Was Valor ganz anderes. plates Wie with ist denn more das andere footage Spiel, was ich coming meine? as part of Gamescom. Ich weiß gerade echt nicht, was du meinst. Was von Ubisoft. Na, fängt das wieder an zu haken? Ich hoffe nicht. Der Wespenmann. Ein bisschen hakt's. Ein bisschen, ja, aber nicht schlimm. Das ist das Spiel. Next Gen, aber hin und wieder leckt's einfach. Das war schneller. We have much more 10 Minuten WoW exclusive looks at Lego Star Wars, the Skywalker Saga. Ja, ich glaube, das ist wieder so ein brutales Season 2. Wait until you see what the Mediatonic guys are up to, and so much more. But first, I'm sure you saw that earlier this week, Heart of Deimos, Warframe's newest expansion, was released on PC, Xbox, and PS4. And today, it's also on Switch, all platforms. Here's a look at the Heart of Deimos. Expand. Aber der Typ macht das richtig gut eigentlich. Er labert nicht viel und man sieht ziemlich viele Trailer gleich instant. Ja. But that was what it wanted too. It raged unchecked through metal. Kennt ihr dieses Spiel? Warframe? Warframe kenne ich, ja. Hab ich mal gespielt. Ja. Aber habe ich nie gespielt, ne? Aber das wurde extrem viel überarbeitet, seit ich es gespielt habe. Ich glaube auch. Das mal im Stream gesehen bei jemandem, aber ich habe es nicht wirklich gespielt. Visitors? Nee, das hat mir überhaupt nichts echt. Hat wohl eine recht aktive Community. Also zwar keine riesige, aber so eine recht eingeschworene. The final heartbeat approaches. We tried turning it off and on again. But before we fall, we shall scream. There is one who will hear the heart of Deimos. Okay, das sieht So many people have been discovering or rediscovering video games during lockdown, whether it be older people Hey, Tobi, ich bin noch im or Chat, oder? teenagers or middle-aged parents who suddenly find they have to do something together with their kids. And I think I've given out more advice about video games in 2020 than any other time ever. And as a result, it's more important than ever that we keep making different, interesting things for folk to play. A pandemia pela qual a gente está passando tem sido um período difícil a todos. Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa lembrar de mostrar mais empatia, demonstrar mais amor, mais carinho e saber que a gente vai sair dessa juntos. Vai ser difícil, mas isso tudo vai passar. I hope everybody gets healthy and safely through this corona virus time. Care about other people and wear your mask. Jogos são, na minha opinião pessoal, a forma de arte mais incrível de se expressar. Eles englobam tudo: música, arte, escrita, e você tem a chance de
controlar e vivenciar essas experiências você mesmo. É mágico, é maravilhoso. Jogos são por amor. Na, was ist das denn jetzt? Watch you sleeping, them snakes all around, you know they connected. When I was a kid, my grandmama told me I can't go to heaven, so I stopped praying and asking for blessings. Sieht abgespaced aus. Sieht aus wie Beaten Up für Arme irgendwie. Sprinkles. Ist das so ein Kaugummi-Automat? Oder Transformers für Kinder. Okay, der Kaugummi-Typ ist cool. Und das ist jetzt der beste Kämpfer. Das wie Transformers, ne? So ein Mech-Warrior-Spiel, so ein bisschen Mech-Arena. Okay, da kann man anscheinend schon die Beta sich anmelden. Okay, nee, das sagt mir auch nichts. All right, guys, we're back officially into hour 2. We've got an hour more of great stuff to show you. Destiny 2 Beyond Light. Stasis, you're going to see a brand new look at that. Fall Guys Season 2 and Ratchet & Clank for PlayStation 5 and so much more across the next hour. Opening Night Live continues, and it just is the start of Gamescom 2020. But right now, on September 25th, Mafia Definitive Edition launches, a comprehensive, built-from-the-ground-up remake of the original Mafia. Tonight, we've got the exclusive debut of the next trailer called A Life of Reward Too Big to Ignore. Das wird cool, glaube ich. Dafür habe ich mich interessiert, aber ich dachte nicht, dass das so früh kommt schon. Aber das ist dann Mafia 1 praktisch. Ja, das Remaster davon, aber ich habe echt nicht gedacht, dass das jetzt schon kommt. Ich dachte, das wäre jetzt in Entwicklung. In this room, they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? They're loyal. That's right. One day you're busting your back, doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat. And then next Habt ihr Mafia mal gespielt? Full of Salieri's dirty money. Da war ich noch zu klein für. Und dann habe ich GTA entdeckt. Break every bone in their bodies. You want me to become one of those Wall Street boys? Don't sass me, Tommy. I'm trying to teach you the ropes, so you don't get strangled by them. Sieht aus wie dieses Strauß von Red Dead. You stay straight with me, you're gonna be living the high life, Tom. Hat sich optisch schon verbessert. You abuse my trust. Don Salieri, you won't ever need to worry about me. Okay, then. Welcome to the family. Next, we're going to introduce you to a turn-based multiplayer strategy FPS from a team in Montreal, Canada. Lemnis Gate is coming in early 2021 and has a unique mechanic built around a 25-second time loop. Check this out.
Next spring, get ready to experience memorable moments in non-stop action from all 9 Star Wars films and Lego Star Wars The Skywalker Saga. The entire series has been reimagined with new fun-filled Lego humor, and now we've got your first look at the gameplay trailer. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. The Force is unusually strong with him. That much is clear. Twisted by the dark side. Young Skywalker has become. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. That boy is our last hope. No, there is another. I'm from the Resistance. Your sister Leia sent me. We need your help. The Force will be with you, always. Punch it! Not him, the Falcon. I am a Jedi, like my father before me. So be it, Jedi. Huh? Na, dies ist verschoben. Spring 21, Frühling 2021. Freue ich mich drauf. Ja, ganz ehrlich, sah wieder richtig geil aus. Das super witzig aus. Lego Star Wars looks so fun, coming to next gen as well. All right, we'll be right back with more world premieres from huge new games like Ratchet & Clank, Rift Apart, Medal of Honor, Above and Beyond, and Destiny 2. Before that, here's a look at a game that is launching tonight on Nintendo Switch and Steam. It's called Struggling from Frontier. Freut uns doch, Captain Star. Können wir dann alle zusammen spielen? Lego Star Wars, die Ultimate Edition. You can play this tonight. Was? Was ist das denn jetzt? Ja, das frage ich mich auch gerade. Weird Flex. Was the fuck, ey? Dieses Einhorn, habt ihr das gesehen? Was zum Teufel? Was ist das denn? Alter! Wow. Das ist kacke. Sieht doch den Piraten denn, oder? Ah, ist es hier Dings? Sollte nicht ein neues. Wie heißt denn das hier, Mensch? Anno oder Siedler? Nee. Jawohl, so sieht's eigentlich auch eher aus. Ne? Wie heißt es? Age of Empires. Ja, das war's. Age of Empires 4. Das sollte doch kommen, stimmt, oder? Das aber könnte ist es sein, ja. Ach, gute Frage. Ja, das ich Enhanced schon, Audio, oder? das ist nochmal ein Remake von irgendwas.
Ja, schon traden. Oh, was ist das denn? Pinker? Ey, das sieht aber cool aus, ey. War gerade kurz weg, was ist denn das für ein Spiel? Ja, ich glaube, vielleicht Age of Empires Remake. Game Mode Historic. Ich glaube, das ist was anderes. Nee, das ist keine Age of Empires, oder? Ich kann es nicht sagen. sagen. Es muss irgendwie ein Remake, also... Siedler kann es nicht sein. Nein, das ist kein Siedler. Vielleicht wirklich von Age of Empires 3, aber war der so erfolgreich? Den habe ich echt nicht gemocht damals. Okay. Boah, Samurai. Ja, doch, Age of Empires. Age of Empires, ne? Boah, das leckt auch wieder rum, ey. Ja. Jo. Ach, Age of Empires 3 Definitive, also das dann remaked. Ja. Ich weiß nicht, ich fand, das sah damals cool aus, aber ich hab's mir nie geholt. Aber ich fand Age of Empires 4, was die, glaube ich, letztes Jahr oder dieses Jahr gezeigt haben, fand ich sah sehr cool aus. Ja. We're near Little Hope. Das würde ich auf jeden Fall Oh, cool. Da grusel ich mich. Oh. Hallo Alvin. Jetzt hakt's aber wieder rum bei Twitch. Jo. Ein bisschen, ja. Mal IGN. Ja gut, aber das haben wir ja schon gesehen, diesen Trailer damit. Ja, den Trailer kenn ich aber auch. Okay. Schade. Jetzt geht's bei Twitch wieder bei mir. Ja, das ist bestimmt hier Gran Turismo, ne? Ja, aber Gran Turismo kann durchaus sein. Oder Project Cars, ist das so? Oh, keine Ahnung, bei Auto. Ich überlege gerade. Nicht drin. Aber gab das nicht auf der PS5 sogar irgendwie? Project Cars 3 ist das. Mhm. Habe ich auch nie gespielt, weil ich bin nicht so der Simulationsmensch. That I love going back to is Assassin's Creed Odyssey. I have to say, since Origins came out, this new reboot of Assassin's Creed, so to speak, that was my first time getting into it, and I have put almost 400 hours into Assassin's Creed Odyssey. At the moment, I enjoy to play Fall Guys with my friends. It's very funny, easy to learn, but hard to master. I have a few games that I binge play, games that I return to every year. Halo, the entire Master Chief Collection, is really a big one for me where that's concerned. But I also still just casually binge Animal Crossing, and I've been doing that basically all year. I haven't put down Animal Crossing since I downloaded it. I find the daily repetitive rhythm so soothing and predictable. Although much like my house, my island is still a complete tip. Up next, we have the award for Best Microsoft Xbox Game. And the winner is Tell Me Why. Congratulations to Don't Nut Entertainment. Well, after a big day of Gamescom events and announcements, you'll be happy to know that IGN is going to help you digest all that info with Gamescom Daily Show, where you can get all the daily highlights and a late night show experience from gamers for gamers. Back to you, Jeff. Thank you very much, Sid. And by the way, congratulations to Don't Nod for Tell Me Why, a really important game that is out now that you can play on Xbox and Game Pass. And as we know, there's a lot going on in the world, and that goes beyond the pandemic. Between social conflicts we're seeing in the news and acts of nature, we can see how vulnerable we as people can sometimes be. And now I think it's as important time as ever to remember to come together and support one another. We are a global gaming community. There are millions of people watching tonight, and I know we're all here because we love games, and we know that games are good in the world and can bring us together, and I think we've all felt that in 2020. So I think that's really important to remember amongst all the games and trailers. All right, well, one way as a community we can come together to do some good is the Gamescom Forest. Gamescom has launched a reforestation project by planting a Gamescom forest together with the community. Gamers worldwide can go to gamescom.global and donate to plant more trees. So let's plant a forest together. All right, well, now we're going to move on to another game, and this one was announced back in May. Chorus is a dark space combat shooter where players take control of Nara on a quest to destroy the dark cult that created her, featuring rich, ray-traced 4K 60 FPS environments on next-gen hardware. Here is the first look at gameplay from Chorus. You have broken my heart.
Ja, ne? Hä? War Squadrons nicht schon? Oh, Critic. Das war der echt für die schlechten Gags da, ne? Oh. Muss ja einer machen. Nee, besser gar nicht. Ach, Twissi. Was denn nur los? Musik. Nee. Oh, Fall Guys. How many crowns have you won? If one game has defined the summer of 2020, it absolutely is Fall Guys from Mediatonic in London and Devolver. This game is setting records and putting a much-needed smile on everyone's face. Fall Guys, I think, represents our industry genau, at its absolute best. Wie viele Lächeln hat es dir ins Gesicht gezaubert, dieses Spiel? Will evolve with season 2. There's a lot of new stuff coming. Kann man schon jetzt richtig geilen Stuff, Mediatonic is about to give you an exclusive sneak peek at what's next. Get ready. I think the internet is about to freak out. Here it is, Fall Guys Season 2. Hey, I'm Joe. I'm the lead game designer on Fall Guys Ultimate Knockout, and I just want to reach out and say thank you to everyone who's been playing and enjoying the game so far. As a team, we've been looking at all the fan art, the memes, and the montages that people are posting online, and the response to the game has really blown us away. Today, we just wanted to give everyone their first sneak peek at the rounds and the costumes that they can be enjoying as part of Fall Guys Season 2. Ja! Oh, der Wikinger! Und der Ritter! Und der Dien! Und der Drache! Oh, das ist aber echt ein neues Spiel. Das ist irgendwie so ein Wikinger, also so ein Ritter-Setting. Und die Hexe! Der Zauberer war das doch. Hochrennen muss. Oh, da sehe ich mich schon wieder aus. Oh, da auch, das war schon wieder eine neue. Das waren drei schon. Das ist ein neues Ringspiel. Ah, die machen alle Spiele, die es schon gibt, in diesem Mittelalter-Setting, glaube ich. Door Run. Finde ich eine gute Idee, finde ich super. Ah, komm, Critics. Nee, finde ich Real Talk richtig cool. Ritter? Zauberer, Drache. Zauberer, Wikinger, Hexe. Okay, also. Das ist aber da muss man sogar schieben, die Müllcontainer dahin. Oder die Kisten. Oh Gott, es werden so asoziale Dinge wieder passieren. Ah, das ist super, da kann man die Leute so nerven und halten. Aber das Ringspiel ist aber cool, dass sie das in der neuen Umgebung ja, aber auch mit neuen, das sind neue Elemente in diesem Rumgeschiebe, das finde ich cool. We hope you enjoyed the sneak peek of Fall Guys Season 2. We're still adding the finishing touches to development, but if you want to stay up to date, then Fall Guys Game on Twitter is where you want to be. Hoffentlich. On the start line. Hoffentlich. Fand ich super. Ja, sieht schön aus. My father has Colorado in the palm of his hand. And he's afraid to close. Hätte ich jetzt gerne sogar noch mehr gesehen, tatsächlich. Ist ja noch ein bisschen hin mit der Season 2 da. Das Game ist jetzt auch vom Monat rausgekommen. Naja. Immer so ein brutaler Hit, ey. Das war letztens eigentlich nur bei Fortnite, wo es so ein Ultra-Hit auf kurze Zeit wurde, ne? Ich weiß nicht, wie das bei Rocket League war, als es dann bei PlayStation Plus reinkam. Ich glaube, das ging auch gut ab. Kann durchaus sein, ja. Aber ich finde irgendwie Fall Guys ist irgendwie noch so ein... Vic's a depraved child, and Val's a brain without a spine. The years my father wasted grooming them for glory when I was right there. To Arizona, Rangers, and I'll pretend none of this happened. Stay, and you die alone. Okay, Wasteland. I really haven't found appreciation for gaming at this time because my appreciation for gaming before couldn't be higher. Com certeza, jogos multiplayer preenchem completamente a conexão social que eu preciso ter com outras pessoas nesses tempos de isolamento. E é o mais próximo que a gente pode ter de experiências reais
com pessoas que estão longe da gente. You get to travel all over the world in games, which is something I've always taken for granted. At the moment I'm playing Ghost of Tsushima, and you know, I kind of prefer it to the real Japan just because I've heard that in real life they don't let you run around with katanas. I appreciate Rahmen. Das ist aber schon krass mit IGN, so Kooperationen entstanden. It's fine, die ganze Geschichte. To have the time to play with friends or even with my family, to have a lot of fun. I've been mostly at home with small children, and gaming is the only thing that I get to do for myself anymore. I find it's not only an escape, it's also a way to challenge my brain. Gaming is becoming clearly more important for a lot Kinder of zu Hause und Gaming ist der einzige Weg, die mal loszuwerden. Ja, echt so. Wir haben so Pokémon auf dem Game Boy Color gespielt wieder, weil ihn so langweilig ist. Wir sehen uns in 8 Stunden wieder. Hey everyone. Solange die Batterie hat, will ich euch nicht mehr sehen. When we set out to create Medal of Honor Above and Beyond, we knew we wanted to bring the series back to its roots. Ja, aber hat er The Medal of Honor franchise is known for its powerful and exciting gab's ja ewig nichts mehr Neues. Nee, da gab's echt nichts mehr. Da gab's einmal Warfare. It's a series that is grounded in history, which tells emotionally authentic stories. Peter Hirschman, who directed the original Medal of Honor in 1999, is back at the helm of this project. You'll hear more from him in just a bit. Peter and I actually worked together on Medal of Honor Allied Assault in 2002, and I'm really happy he's joined us at Respawn to craft a completely new experience in VR. The team is creating a riveting and emotional journey through World War II like you've never seen or played. It weaves in the personal stories of the veterans and survivors of the war through powerful interviews that help set the stage for what players will experience. It's more than just a game. And we could not be more excited to show the world the next look at Medal of Honor Above and Beyond and the game's action-packed story. Let's take a look. Wundert mich ehrlich gesagt, dass die Serie immer wieder hochkommt irgendwie, obwohl die immer untergeht, habe ich den Eindruck. Ja. Ich habe den Eindruck, die verlieren immer wieder, in Klammern verlieren immer wieder gegen Call of Duty und Battlefield und Co. Das erinnert mich jetzt aber wieder an Zweiter Weltkrieg, war ja hier Land. Ja, hat er auch gesagt. Achso, ich hab den wirklich gerade nicht so zugehört. Aber die letzten waren ja in der... aber die Grafik sah jetzt nicht so geil aus, ne? Mal gucken, ne? Oculus, ist das ein VR-Spiel? Anscheinend, ja. Deswegen sieht es auch nicht so gut aus. Das erklärt das ja dann wenigstens. Something big is happening inside Gestapo headquarters, and we don't know what it is. We're gonna have to improvise here. Aber das könnte mal wieder cool sein in VR. Uff, ey. Das kommt natürlich jetzt hier als Trailer nicht wahrscheinlich so gut rüber, wie es ja, glaube ich The auch. bravest people fighting in this war. Das ist ja generell Critics gewesen. Ja. There is no future in it. Der Krittler. Ey. Au, das muss cool wirken, also in VR dann. Wenn da so ein riesiges Teil über dich rüberfährt. Ist halt jetzt die Frage, ob das wieder nur für die Oculus kommt. Das ist ein bisschen schade dann. Ja, oder vielleicht machen sie es so ähnlich am Anfang wie bei der Immortal, dass sie es dann noch umändern. Da kannst du sogar die Granaten auffangen. Was war denn das gerade? Das sind die da hinterher Skifahren. Ja, das war die in Russland. Das war auch in echten Zweiten Ja, schon, aber das sah gerade irgendwie richtig weird aus. Oh, ich glaube, das könnte echt brutal werden. Ich glaube, das macht Spaß, aber was. Ja. God help us all. Oculus ist aber nur... Ja, nee, aber ich glaube, das könnte echt, weil sowas gab es bisher noch nie, irgend so ein Kriegsspiel. Ja, also aber hier steht schon, Medal of Honor Above and Beyond erscheint Ende 2020 exklusiv für die Oculus Rift. Vielleicht kommt es ja dann später nochmal. Game Director on Medal of Honor Above and Beyond to talk more about their new VR experience. Peter, I gotta say, the trailer really grabbed me. Such an incredible story that you're telling to. Tell us a bit about this single-player experience. What can we expect? Well, Jeff, thank you for having us on the show. I'm representing a whole team back at Respawn that's been working really hard on this, and it's so exciting to premiere the trailer with you. Medal, going back to its roots, was always about putting
the player in the boots of a soldier fighting in World War II. And with VR, we're able to do that in almost a literal way. It's definitely the most immersive experience, most immersive combat experience I've ever been able to work on. And the story follows you as a player being recruited into the Office of Strategic Services, commonly known as the OSS. And their mission was sabotage, espionage, search and rescue, everything in between. You name it, they did it. And they're known by a different set of initials now, the CIA. But during World War II, they sent operatives all over Europe, deep behind enemy lines. And that allows us to tell a story where you get to go to these places and locations and participate in events that really helped shape the outcome of the war. One of the things I love about the trailer is you can tell there's a lot of interactivity in the environment, emergent gameplay. You got the piano and other things in there. Tell us a bit about how you're using that to tell the story. It seems like it's all kind of through a first-person perspective, but there are some story sequences. How do you tell the story? Oh, well, we shot over 120 pages of narrative, which is more than some feature films. We had a huge international cast of phenomenal actors. And it was fantastic. And the story follows a classic three-act structure. Act 1 is working with the French resistance, getting ready for the invasion. Act 2 is D-Day itself and the fight to get to Berlin. And then the third act is dealing with the Nazi secret weapon program, which involved things like the 262 jet and the V2 rocket and things that could have really turned the tide of the war if we hadn't stopped them. So you get to go on this journey, this story. And the story is shot all from your perspective. Because it's VR, your head is the camera. We don't have cutscenes. We don't have edits. Everything revolves around your perspective. So you experience this story completely in first person as if you are there. So it creates a much more intimate and emotional connection with the characters and the things going on around you. It was an incredible way to shoot. One of our animators stood in for the player throughout the 3 weeks that we were on stage. And all the actors are always reacting and talking to you directly. And in VR, it's such a powerful thing. It's all about building that emotional connection, and it just makes the experience all the more authentic. Well, you and Vince, I know this series is really close to your heart, and I'm like, wow, there's so much there to experience. It looks really rich and detailed, obviously authentic as well. Paying tribute to everyone that was involved in the war. I wanted to ask you also about multiplayer, which is something that Respawn is really known for, and you've had a great single player experience. But I hear you might also be doing MP. Dann wird echt gutes Matchmaking wiederkommen, ne? Yeah, I mean, the thing about VR is that I've spent so much. I mean, we've known each other a long time. So much of your career trying to map natural human movements to control and just figuring out. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Typen liegt, an dem seine Internetverbindung oder an meiner. And in VR, you know how you duck, you just duck, and how you lean in VR, you just lean. And so the ability to lean around a corner, just kind of peek around the corner and see where the bad guy is just it heightens the tension so much. It makes it feel all the more real. And when you put that into a multiplayer experience, it just raises it to a whole nother level. So we are shipping, in addition to the campaign, we are shipping a full suite of VR modes, including a few that you can only do in VR. And we're really excited about people playing those, after it comes out. Wow, well, definitely a full-blown VR experience. Okay, Multiplayer VR, glaube ich, gibt's auch noch nicht, oder? To put the headset on and try this, and it's coming out later this year, right? Ja, aber so ein großes wird schon geil sein, glaube ich. We are so excited to bring it to players. We've been working on it a long time. Like you mentioned, it's a passion project for Vince and I and everyone at Respawn. It's a wonderful full circle experience for a lot of us that started our careers working on those original set, going back first one and Allied Assault, and now to be able to bring Above and Beyond to a whole new generation is one of the most exciting things we've been involved with. Awesome. Thank you so much, Peter. Opening Night Live will be right back. And in the meantime, here's a look at a new game that is launching tonight.
Jetzt kommt da wieder Mass Effect. Mass Effect hoffentlich. Kommt nicht. Ich wäre so, ohne Witz, da wäre ich mehr gehypt als auf alles andere, was ich heute gesehen habe. Wundert mich auch, dass Dragon Age genommen wurde als Remaster-Projekt. Ist es besser verkauft worden? Das ist nicht Remaster. Ach, echt nicht? Ich dachte, das wäre Remaster. Nein, das ist der Solace, den du gesehen hast, diesen Elf, der mit der Glatze, wo man kurz gesehen hat, der wird im 3. Teil eingeführt, quasi. Das ist ein neuer Teil, meinst du dann? Genau, das wird Dragon Age 4 sein dann. Und das haben sie auch gesagt, dass sie an dem arbeiten, kurz nachdem sie, glaube ich, Andromeda fertiggestellt haben. Aber ich hätte mir halt trotzdem irgendwo gehofft, dass sie ein Remake von Mass Effect machen. Das würde ich sehr, sehr feiern. I have broken my vow. And now I fight to break free. Gute Mucke. Sieht man auch richtiges Gameplay oder wird das? Na, das wird wieder so eine Comic-Grafik dann sein, ne? Das soll ja heute noch kommen, wird gesagt. Ich glaube, das ist wieder so ein wie so Valorant oder wie heißt das? Rogue Company. Dass du da wieder so Helden gegen Helden irgendwie hast. Heldenshooter. Ja. Ah, jetzt sieht man es. Auf jeden Fall mit Magie. Magier-Shooter. Ja, ich glaube, das wird wirklich sowas sein, glaube ich. Aber sieht auf jeden Fall spaßig aus. Kommt drauf an, ob das jetzt Free-to-Play ist oder was auch immer. Spellbreak. Oh ne, nicht heute. Okay, 3. Donnerstag. Play for free, ja. Ja, okay. Aber das sah ganz nett aus. Jetzt wird ja erstmal dann Sims gespielt. Da habe ich richtig Bock drauf. Der Tobi auch, hat er schon geschrieben. Ja, ich habe meine Schwester schon angeschrieben. Ey. Nimmt mir Sims morgen mit, wenn sie aus Wien kommt. Ja. Stelle ich mir erstmal so eine dysfunktionelle Familie. Ich stelle mir das echt witzig vor. Also Sims wäre echt mega, ey. Na, Resident Evil wird wohl aber nicht mehr kommen, denke ich mal. Oder? Na, wer weiß. Aber Ratchet & Clank kommt auf jeden Fall noch. Das habe ich Bock drauf. Ja. Boah, Witcher. Ja, das ist jetzt für Xbox Game Pass. Ja, klar. Oder? Ich würde so gerne Flight Simulator mal spielen. Oder? Da war Geralt von Riva. Absolut empfehlenswert, der Game Pass. Finde ich immer noch super gut. Ah, okay, Flying Phoenix, schade. Ja, Hyrule Gamer, das ist halt, glaube ich, aktuell so diese... was der Hyrule Gamer schon geschrieben hat, von wegen, dass die es heute immer noch nicht schaffen, dass mal so ein Livestream so ruckelfrei übertragen. Ja. Das ist echt... Obwohl das jetzt nicht mal live ist, das ist ja irgendeine voraufgezeichnete Dingensbums wahrscheinlich mal wieder. Ja, auch komisch. Ja, aber gut, wenn 92.000 allein auf Twitch zu sehen. Dings hatte das, wer war denn das? Die hatten doch einen deutschen, einen englischen, spanischen, das haben sie ein bisschen aufgesplittet, das war ganz gut. So many great games in Xbox Game Pass, and many of tonight's games are in it as well. Every year at Gamescom, we like to highlight some incredible games made in Germany, and tonight we have a special announcement about one of the most legendary German games of all time, created by Factor 5. Enjoy. Wer ist denn Factor 5? Das sind die hier, wie heißen das, Lords of the Fallen Macher. 最初に音楽を聴いた時に曲が素晴らしいだけじゃなくて
Also daher kenne ich die. Okay, ja, sag's mir jetzt. Und wegen Star Wars Squadrons, das haben die auch gemacht, meine ich. Also hier, Rogue Squadrons. Also nicht das Neue, das habe ich nicht gerade versprochen. サウンドはすごいわ、グラフィックは綺麗だわ、ゲームプレイも滑らかで満足いくものだわで、本当にすごかった。今回タリカンのコレクションが出てきているし、これはまた当時みたいにみんなに見せて歩きたいなと思っています。 Siehst du mal, wie krank früher Spiele waren, ey. Welche Dinger waren dann ab 18 erst? This was the first game that allowed me to completely fulfill my musical vision. It defined my career and the fans have been there ever since. To this day, it's one of my... Hört sich sehr deutsch an, ja, jetzt schon. Aber machen die jetzt ein Remaster von dem? Okay. Ja, wahrscheinlich. Turrican, der sagt mir halt gar nichts. Format Weil das muss eins der schwersten Gameboy-Spiele, glaube ich, gewesen, wenn es auf dem Gameboy war, glaube ich. Ich hätte jetzt gedacht Super Nintendo, aber da bin ich nicht drin. Ich auch nicht, aber das muss brutal schwer. Man hat es ja gesehen im Hintergrund ein bisschen. Bungie revealed a new era of Destiny 2 that starts on November 10th with Beyond Light. For the first time ever, Guardians will add a new elemental power to their arsenal, the dark power of stasis. With stasis, players will take on the powers of darkness. Ich glaube, Max Sutant hat es gespielt, oder? Wenn er den Kommentar ernst gemeint hat. At stasis from Destiny 2. Slow, aber das ist jetzt gewagt, die Aussagen. The floodgates are open. The darkness is here. As you step away from the light, we need only look inward. Cool, dass Destiny immer noch weiter unterstützt wird. Ist ja, glaube ich, auch free to play, oder? Und die Erweiterung muss man zahlen. Ja, genau. Ja, wie du sagst. Ein cooles Konzept, gefällt mir. Das soll ja auch echt gut sein, das Spiel. Ich weiß nicht, war vom ersten Teil irgendwie nicht so. Ja. Ja, mittlerweile gibt es irgendwie echt viele von diesen Koop-Loot-Shooter-mäßigen Dingern, ne? Ich glaube, Fabi und Tobi spielen die das? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Destiny nicht, oder? Destiny nicht, ne? Ich dachte, die hätten das mal ausprobiert irgendwie, oder? Das kann sein. Ich war halt immer der Jäger, glaube ich, auch im ersten Teil. Fabi war immer der Looter. Ja, egal, nee. Egal welche Klasse der war, der Titan oder sowas, der war immer der Looter. Ich nehme immer den, der looten kann. Immer der looten kann. So. Der so schnelles Movement hat, damit er am schnellsten looten kann. Fabian, wir werden jetzt zerschossen. Ja, komm gleich, komm gleich. Schnell am Looten. Na, kurz am Looten hier. Schade, Weltchen. Sydney. Award to give out tonight, and that is Best Sony PlayStation Game. So, without further ado, the winner is Cyberpunk 2077. Congratulations. Cyberpunk. Of course, there are even more awards than the ones I announced gerade tonight. irgendwelche Spiele, die noch nicht draußen sind? Awards user voting, where you can vote for your favorite streamer, Gamescom's Most Wanted, and Best of Gamescom. The winners will be revealed at Gamescom Best of Show, along with cool cosplayers, esports, and more. So tune in on Sunday, August 30th at 8 p.m. Central European Time to see the grand finale of this year's Gamescom, where we give gamers the stage. That's it for me tonight, but before I turn it back to Jeff, I just want to say that I hope everyone out there is staying safe and healthy. We're all in this together, so take care. Back to you, Jeff. Thank you very much, Sydney, and it's great to have you on the show again this year. A lot of people have been wondering, what will the next generation of gaming feel like? How will it be different? What is that generational difference?
Well, back in June, we saw an announcement of Ratchet & Clank Rift Apart from Insomniac Games, a title which uses the power of PlayStation 5, the SSD hard drive, and the DualSense controller to create an experience that Insomniac says is only possible on brand new hardware. Well, now it's time for you to decide if you see the difference. Here's an extended, uninterrupted demo of live PlayStation 5 gameplay of Ratchet & Clank Rift Apart. Enjoy. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Weiß nicht, Nico. Das hakt das da auch schon wieder rum. Hä, ich bewusste, ich glaube, ich gerade nicht, sorry. May still have time to put a stop to this. Similar. I think I found the bomb bags. Oh dear. Let's show him how it's done. All right, bringing out the big guns. Da habe ich tatsächlich auch Bock drauf. Das Spiel ist bestimmt cool. Hast du den vorherigen Teil gespielt? Ja. Hätte auch Spaß gemacht. Habe ich dich da schon gekannt? Was kann ich nicht genau sagen? Ich glaube nicht, ne. Jetzt schon, also es ist über ein Jahr her, dass ich das gespielt habe. Nein, dann genau, kenne ich dich nicht. Also habe ich dich noch nicht gekannt. Die haben auch witzigen Humor bei Ratchet & Clank. Da gibt es auch so abgespacede Waffen, so Waffen, wo die Gegner dann anfangen zu tanzen und so ein Kram. Also die krassesten Waffen hat immer noch Saints Row. Da kannst du sagen, was du willst. Put down the Dimensionator, Nefarious. Put down the Dimensionator. Yeah, right. They finally be free of the both of you. Soon, everything you see will be mine. Say goodbye. Oh, jetzt leckt's aber. Boah, jetzt hakt er richtig übel. Eieiei. Gucken wir mal ganz kurz wieder bei IGN, ob es da geht. Ja, bei IGN geht's. Schade. Ah, ist echt nervig. Ja, da leckt's bei mir jetzt auch. Oh, die Dinosaurier. Was that supposed to happen? Hitting Nefarious's device seems to have destabilized reality. The bridge is shot. There has to be another way across. The rifts appeared to react to your device. Try pointing it at one of them. That was rather exciting. Games before trade! Ja, die Spiegelungen sehen aber krass aus auf dem Boden gerade, ne? Grafisch, der Stil ist zwar Comic-Grafik, aber so das gesamte Ding gefällt mir grafisch echt gut. So die Effekte und so. A kraken, or at least a very large octopus.
he'll get used to that. Hey, at least we're on the same planet this time. Nefarious is on the other side of that building. Let's get moving before he does anything else to break reality. Glaubt ihr, dass man diese gelben Dinger nehmen muss oder ob das nur so taktisch ist? Das heißt, man kann sich hinter die Gegner beamen oder so? Ich glaube mal so, oder? Was hier viele cool finden an dem Spiel sind ja, oder dass man daran mal sieht, wie die Ladezeiten bei der PlayStation sein sollen, dass es viel schneller geht. Weil da halt wirklich durch diese lilanen Rifts zum Beispiel dann wirklich in andere Bereiche kommt, die dann halt nicht irgendwie geladen, oder da hat man beim einen Trailer gesehen, dass er dann auch mal den Planeten quasi wechselt oder so. Und dass man dann anscheinend halt auch keine Ladezeiten da spürt als Spieler. Das ist schon eine ganz coole Kiste dann, wenn das denn wirklich so ist am Ende. Ja. Das ist ganz schön viel zerstörbar. Ja, einer hat gerade in diesem Chat von IGN geschrieben, Michael Bay als Videogame. That's all of them. We have to get the Dimensionator away from Nefarious. Oh no, not right now. Whoa! The dimensions are weakening considerably. Ah, jetzt auf Twitch. Genau, das ist jetzt passiert, was du meintest. Sowas in der Richtung. Gute Nacht, Tobi. Ob das dann halt nur so zur Show ist oder ob das dann auch öfters mal passiert. Naja, oder ob das dann wirklich so ist. Ob man das sich jetzt entscheiden auch kann oder später entscheiden kann, ob man durch so einen Rift geht oder nicht. Gute Nacht, Tobi. Das ist die Piratenwelt. Ja, das ist doch Kaufen. Achso, lol, du bist irgendwie... Jetzt bin ich auch bei der Piratenwelt. Ich hänge hinterher. Anscheinend. Ne, man kann wieder auf Twitch schauen. Achso, Twitch geht wieder. Ah, okay. Ja, ich guck erstmal den Trailer zu Ende, wenn die quatschen, guck ich wieder bei Twitch. Ganz schlecht bei mir wieder bei Twitch. Schrecklich. Ratchet? Ah, das ist exclusive. Who? Now I am joined by Marcus Smith and Mike Daly from Insomniac Games. Guys, it was so great to see that long, uninterrupted of Rift Apart, and I have so many questions. It's amazing to see what you're doing with the power of PS5 and the SSD. Let me ask you first, Marcus, what are you able to do with Rift Apart? And I have so many questions. It's amazing to see what you're doing with the power of PS5 and the SSD. Let me ask you first, Marcus, what are you able to do with Rift Apart that you haven't been able to do before in a Ratchet game because of the power of PS5? I mean, first and foremost, it's just pure horsepower enables us to fill our worlds with the kind of density and life that we've never been able to do before. More importantly, perhaps, though, is the dimensional shifting that we have going on, which uses the SSD that allows us to fling the player from planet to planet to planet lightning fast, like in way, way faster than anything we've ever been able to do before. Yeah, the Rift tether, we saw that in the demo. We had seen some of that in the trailer. So that's all actual gameplay. Mike, I'm curious, like how does that work as you kind of play through the game? Are there certain moments and levels where you can jump, or how do you play through that? Yeah, so in the game, there is dimensional damage spread throughout the galaxy that Ratchet and Clank have to find a way to fix. And you can find these weak points in space-time that you can pull to you with your Rift tether. It's like being able to lasso a portal. And that enables you to basically like warp across the world to find new places to discover or gain a tactical advantage in combat. Wow, yeah, I got to say, like when you see that and you imagine the jumping from multiple worlds at instantaneously almost, and it sounds like there's no load screens throughout the entire game. That's right. We're going seamless. That's right. Yep.
Wow, all right. You bite. So confident both of you say it. I like it. Now, let me ask you about DualSense. That's something that is a big part of PS5. I've had a chance to hands-on with the controller, with the adaptive triggers and the haptics. How are you using that to sort of impact the gameplay of Rift Apart? So at the heart of every Ratchet & Clank game is a powerful arsenal of weapons, just exuding a ton of personality. DualSense is sort of like, it feels like it was made for Ratchet & Clank, just because the haptics give us a whole new layer for the weapons to express themselves. So for example, your burst pistol, of course it gives you like a satisfying click or kick with every bullet. But when you throw the shatter bomb, you can actually feel the energy pulsing off the grenade fade away as it gets further apart from you. Basically, the haptics are expressive enough that every weapon feels different and you can tell what you're holding. But of course, the adaptive trigger takes that to a functional level where, in addition to the trigger pull feeling unique, we can actually use that as a super intuitive way to add alternate functions to the weapons. So, for example, in the demo, we've got the Enforcer, which is a double-barreled shotgun. You can pull the trigger part of the way down until you hit resistance to fire a single barrel. And then whenever you feel like it's the right time, pull it the rest of the way for a double shot. So you might be swarmed by a bunch of little enemies. You only want to waste one shot on them, and then wait a minute for even more to swarm in before finishing them off. But a big guy, you probably want to just give both barrels to right away. So there's a nice intuitive way of basically raising the skill ceiling and giving you more ways to play better. Wow, no, I'm excited to see how you guys are going to roll that out across what I'm sure are an insane, group of weapons as always. Plot-wise, Marcus, tell us a bit about this game. I think some fans have wondered, does this tie into the movie plot line, the game plot line? Like, tell us in the Ratchet-verse where this sits. Yeah. Well, canonically, this is an extension of Ratchet & Clank Into the Nexus, the 2013 game. But it's a standalone adventure. So it's one that, even if you've never played a Ratchet & Clank game, you can get into it and you'll understand it and you'll enjoy it. For hardcore fans, we have a lot of nods. You're gonna see a lot of returning characters and planets and see them all through a whole new light of multiple dimensionality. Yeah, no, this Rift Tether thing I think looks really exciting. And how often, is that something we saw in the demo? Is that something you're going to see frequently in the game? Are there special moments? I guess I'm curious how often you use that technique for gameplay. So the Rift Tether has created these anomalies all throughout the galaxy. You'll encounter those pretty often. There's even a few more types of dimensional damage you'll encounter that we haven't shown yet. Okay. Now, being pulled between worlds, that's localized to chasing after Dr. Nefarious in the demo. And that's sort of reserved for special moments when you really have to, when the dimensional damage really tears wide open. Well, I got to say, it looks incredible. And then at the end, we got another tease of this female Lombax. I know you guys have confirmed she is playable in parts of the game. I think everyone wants to know, though, do we have a name for her? The world is more interesting with mysteries, and we're going to have to keep this one a little longer. Do we get a number of letters in her name or anything? Too many smart people on the internet. They'll figure it out right away. She's not named Abby, though, right? All right, well, we'll have to wait and see what you guys have in store for us. I got to say, it looks incredible. The Ratchet games are always so much fun, and as you said, when you think of the power of SSD and the DualSense all coming together, it looks really exciting. Before we go, though, I think everyone around the world wants to know when we're going to get to play this game. Anything you can share with us on where you're at in development right now? Mike? Mike? So Ratchet & Clank is coming out in the PS5 launch window. So we haven't announced a release. Es kommt so quasi so als Bundle mit raus, wenn die PS4. What kind of window? Okay. Big window? Ja, was heißt denn jetzt Window? That's all we're gonna get, I'm sure. Ich glaube, das ist dann quasi, wenn die PS5 rauskommt, dass du dir das so als Bundle zum Beispiel kaufen kannst. Doing across PlayStation, and the game looks incredible. So thank you so much for
all you've done, and we look Dass die forward auch to nicht seeing mit dem more Datum of für die Rift PlayStation Apart 5 soon. rausrücken wollen. Ja, deswegen dürfen sie auch nichts sagen. Vielleicht wissen sie selbst noch nicht. PlayStation 5, and that's going to do it for Opening Night Live. Thank you so much for watching from around the world, and make sure to stay tuned all weekend for more live Gamescom coverage at gamescom.global. As for us, we'll see you later this year for the Game Awards 2020. Our team is hard at work to build a very special live show for you coming in December. Kein Endtrailer nochmal? Nee. Okay. Der war aber gut gemacht. Ja, ey, war eine richtig schöne Show, hat mir gut gefallen. War nicht, also ein paar Sachen waren ein bisschen lang, jetzt gerade das am Ende fand ich ein bisschen lang. Ja gut, das Warcraft-Ding war mal ein bisschen lang. Ich glaube, dieses Ratchet & Clank war ja quasi das Highlight in Anführungszeichen des Abends. Deswegen kam das ja auch ganz zum Schluss, das wurde ja sofort angeteased am Anfang. Und ich kann mir jetzt denken, deswegen wurde dann so ein bisschen der Fokus drauf gelegt. Kein Horizon, nee. Also ich fand die Show echt gut. Also ich fand die besser als alles außer die PlayStation Show. Die PlayStation Show war auch gut. Die war eigentlich auf dem gleichen Level wie die PlayStation Show. Ja gut, aber war jetzt auch Squadrons und Lego Star Wars gekommen. Also, was traurigerweise wieder mehr interessante Titel als bei der EA Play. Das ist echt so. Aber die EA Play war einfach nur am reinzacken. Das war echt scheiße. Bei Microsoft war ich ja nicht dabei, die habe ich gar nicht mitbekommen. Die war auch, ich fand die auch solide. Die war auch solide und ja, aber sehr viel Indie-Kram. Ubisoft war auch okay, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Aber EA Play war halt das enttäuschendste. Das enttäuschendste überhaupt, ey. Wenn man sich da so kurz einfach nur den Ding durchgeskippt hat. Ja, waren coole Sachen dabei, hat mir gefallen auf jeden Fall. War echt schön. Ja. Wie ist Lego Star Wars, sehe ich jetzt nochmal. Wollte ich mir auch nochmal angucken, aber wo ist es denn? Bei IGN ungefähr bei 50 Minuten. CIA clandestine special officer Russell Adler. He's one of the few people who even come close. With what if? Lemnis Gate is coming. I want to learn the ways of the Force. Genau, hier dann, kurz and become a danach. Jedi like my father. Ja, Hyrule Gamer. Das ist, ich glaube, noch nicht so lange. The Force is unusually strong with him. That much is clear. Twisted by the dark side. Young Skywalker has become. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. That boy is our last hope. No, there is another. I'm from the Resistance. Your sister Leia sent me. Die Musik ist auch schon wieder so geil, ey. Jetzt möchtest du wieder auf Coruscant, das ist so geil. The Force will be with you, always. Punch it! Not him, the Falcon. Szene mit Greedo und Han Solo, ey. Ja. I am a Jedi, like my father before me. So be it, Jedi. Aber das bei dem einen, stell dir, das war doch das, glaube ich, aus Rogue One, oder? Das wird ja dann auch irgendwie so. Ja, was? Was? Bei Darth Vader, als er so das Lichtschwert anmacht und diesen Gang mit dem Alarm. Das ist doch definitiv aus Rogue One.
Ich glaube nicht. Doch, das ist doch das, wo er dann quasi dieses Lichtschwert das ist nicht der Gang, das ist irgendwo, das ist bestimmt da hier, in dieser... Hier, das ist doch Rogue One. Ja, ich glaube, das ist dann bestimmt, wenn er zusammengesetzt wird am Ende von Episode 3 oder so. Nee, aber das mit dem Gang und mit dem Alarm... Ja, aber das ist ja kein Gang hier hinten, das ist ja offen. Ja, schon, aber sieh dir die Szene aus Rogue One an, das ist der gleiche Alarm, das gleiche Ding. Ja, der Alarm stimmt. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch nur, vielleicht ist es in Episode 4 am Anfang dann drin. Und dieses epische Ding, wenn er dann sein Lichtschwert anmacht, das muss Rogue One sein. Ja, verdammt, man kann da nicht so gut hinspulen. All with new wer weiß, wer weiß. That boy is our last hope. That much is clear. Max, das mache ich gar nicht. Become a Jedi like my father. The Force is unusually strong with him. That much is clear. Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Young Skywalker has become. Wer weiß. Na gut, aber ich würde sagen, ja, dann war es mit dem Event erstmal, ne? Haben wir noch habt ihr noch irgendwas zu erzählen? Nö, ich fand's cool. Ich fand's auch super, hat mir sehr gut gefallen. Hätte ich nicht gedacht, ich dachte, das wäre mehr so eine Indie-Show. Ja, bin doch auch froh, dass ich das dann nochmal angeguckt habe. Waren doch einige ganz coole Sachen. Ja, auf jeden Fall absolut entertainend, auch wenn da manche Sachen dabei waren, die jetzt einen vielleicht nicht so gejuckt haben. Ja. War vom Pacing super angenehm, dass dann da mal 3 Minuten irgendwas kam, was sie nicht gejuckt hat, und dann kam das nächste, und dann kam das nächste, und dann kam das nächste, war richtig gut. 1, 2 Sachen hätten sie besser machen können, aber im Großen und Ganzen... Also ich muss sagen, ich fand die, wenn man sagt, die Quatscherei war jetzt nicht, die haben halt, mein Gott, manche Sachen ein bisschen ausführlicher, aber war jetzt nicht der Host hat das auch super gemacht, ja. Und von Trailern her hat man sau viel gesehen. Also... Sehr stark, hätte ich echt nicht erwartet, dass es so gut wird. Gut, dann würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Gamescom-Event-Stream hier. Ich bedanke mich natürlich wieder mal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet alle ganz viel Spaß. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und sage mal bis denn, ne, liebe Leute. Also, vielen lieben Dank und ich hoffe, ihr hattet alle ganz viel Spaß. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Ciao. Gute Nacht, Leute. I am a Jedi, like my father.